Ja, herzlich willkommen zu Schwarz und Eng. Schwarz und Nass. Das, was wir hier vorab aufzeichnen, entsteht immer ganz am Ende von der Folge. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie es dazu gekommen ist und warum, also das ist Markus neben mir. Hallo. Für alle, die jetzt nicht im Video gucken, es lohnt sich. Wenn sich eine Folge als Video lohnt, dann diese hier. Und wenn es sich lohnt, bis ganz zum Schluss dran zu bleiben, Dann auch diese. Dann diese hier. Und ich würde sagen, geht los. Let's go. Schwarz und Eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Folge 30. Ach, wir sind jetzt schon drauf. Ja, doch. Okay, doch, wir sind jetzt live. Ja. Also Aufzeichnung. Ja, herzlich willkommen. Wir müssen dazu einmal sagen, für alle da draußen in der Kamera, wir haben gerade einen Instagram-Livestream gestartet. Ja, stimmt. Bevor wir diese Podcast-Aufzeichnung gestartet haben, ich bin auf jeden Fall ein bisschen verwirrt. Ja, ich auch. Sollten wir mal beenden jetzt. Ja, genau. Wir sind jetzt einfach mittendrin statt nur dabei. Herzlich willkommen. Du hast Zu es schon Folge gesagt. 30. Folge 30 ist es. Was ist denn unser Thema? Ruff, jetzt wird gebellt. Einblick in das Pubplay war der Gedanke. Wir haben auch Gäste da kommen wir gleich zu, die stellen wir gleich vor. Aber das Thema ist ja dann doch schon etwas länger jetzt um uns hertreibend. Wir haben viele Nachrichten von euch da draußen auch bekommen. Wann kommt endlich die Folge? Wann nehmen wir uns dem Thema an? Und wir haben immer gesagt, ja, da kommt was. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Wir können ihn in den Kalender fett schreiben. Ja. Und ich glaube, es gibt viel zu erzählen. Weniger von mir. Ich habe da auch von dir wahrscheinlich auch nicht so viel. Wir haben nämlich Gäste dabei. Stellen wir die jetzt schon vor, da habe ich jetzt unser Skript schon wieder über den Haufen geworfen. Nein. Wir quatschen uns erst am Ende raus. Den Werbeblock machen wir am Schluss. Aber hört uns in Gier. Vielleicht sogar ein paar Put. Und postet es. Wie markiert man uns denn? @schwarzundeng.podcast. Da dürft ihr uns gerne auf Instagram markieren. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt ihr eine E-Mail an moin@schwarzundeng.de und dann seid ihr mit dabei. Ja, ist ganz einfach. Genau, ich habe schon gesagt, wir haben Gäste da. Die haben wir auch ganz bewusst ausgewählt. Tatsächlich einen Gast, ist schon häufiger vorgekommen bei uns in den Folgen, namentlich zumindest, den lieben Pantego. Hello. Zwar ganz bewusst im Sinne von, der ist relativ frisch, sag ich mal noch, unbedarft in der Szene. Sehr jung, ja. Von daher vielleicht für viele einfach greifbar irgendwo, wie man frisch in die Szene reinkommt. Und dann haben wir einen alteingesessenen Ja, ich wurde jetzt schon des Öfteren als Papi-Opa betitelt. Also. Das hast du jetzt gesagt, okay. Ich habe es nur da aufgeschrieben, ich wollte es nicht sagen. Bist du schon in Rente oder so? Also kassierst du schon von der Rentenkasse? Also Polizeihunde müssen 10 Jahre schaffen, bevor sie in Rente gehen. Dann hast du es ja bald geschafft, oder? 3 Jahre habe ich noch. Ja, 3,5. Super, ja, dann guck mal, kommt Rente kurz vom Staat. davor. Dann, geil, ja. Schön in die Pension gehen, toll. Alles bezahlt bekommen, ist doch super. Tolles Leben. Du bist aus Berlin. Korrekt. Du bist aus München, das heißt, wir haben auch noch vom Territorium her verschiedene Bundesländer im Angebot, kommen wir nachher noch zu. Stellt euch doch einfach mal vor, dann uns kennt man ja. Ladies first. Okay, Ladies first, danke schön. Ich bin Pantego aus München, bin jetzt 24 und seit 2 Jahren dabei in dieser ganzen Kinky-Welt. Genau. Und direkt einen Raketenstart. Richtig. Ja. Ein Instagram-Account erstellt, ich glaube Januar 24. Und dann war ich direkt, glaube ich, auf der Easter Berlin. Und bin da in Rubber, in Wetsuit draußen rumgelaufen, in der U-Bahn gefahren. Das war sehr lustig, ja. Es ist schön, wie unbedarft du manchmal da noch rangehst. Ja, schön. Andere machen sich da so viel Kopf. Das hätte ich bin auch gerade ganz beeindruckt und denkst so, ja, nee, das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht so in dem Format gemacht. Wie wär's in Buchholz mal beim Einkaufen mit Rubbers? Perfekt. Ja, genau. Nachdem du mit der Jogginghose jetzt das endlich schaffst und TNs? Ja, nee, da weiß ich, das kann ich, glaube ich, hier keinem zumuten. Nee. TNs ist schon zu viel, oder? Ja, das ist schon völlig drüber. Kontrolle übers Leben und alles verloren. Sehr gut, ja. Gleich die zweite wichtigste Frage noch. Was hast du denn sonst noch für Fetische mitgebracht? Ja, also offensichtlich Rubber ist, glaube ich, der größte und auch mein ältester Fetisch. Ja. Damit habe ich so angefangen und ich bin jetzt mehr so in die Bondage-Schiene abgedriftet. Also so Elektro-Play, Breath-Play auch. Und gefährlich, ja, genau. Gefährlich, Obacht. Ja, nicht alleine machen, das ist richtig. Nicht alleine machen. Ja, genau. Das ist so meine Welt. Und der Papi-Opa? Ja, ich bin Marlon, 28 Jahre, wohne noch in Berlin und bin ein bisschen, nicht ganz so schnell in diese Welt eingestiegen. Damals
Damals, jetzt sage ich auch schon, weil ich wahrscheinlich so alt bin, ne? Damals im Krieg. Damals vor 7 Jahren war das noch anders, aber nein, da war die Papi-Szene natürlich noch nicht so groß und ich habe auch auf dem Land gelebt, habe da meinen damaligen Partner kennengelernt und das war ein Papi. Und da war ich gerade so in dieser Findungsphase so, da ist ein anderer Papi. Oh mein Gott, ich wohne irgendwo im Nirgendwo und da ist ein anderer Papi. Super toll, habe mich mit ihm getroffen und mit ihm dann zusammen diese Welt entdeckt. In welcher Region hast du da gewohnt am Land? Tiefstes Baden-Württemberg, also ganz Okay. unten im Süden, nahe Schweizer Ländle. Grenze. Im Ländle, Im genau. Ländle. Und deswegen habe ich mich auch mehr in die Schweiz tatsächlich zu Beginn zurückgezogen. Also Okay. Zürich, Basel waren da immer unsere Anlaufstellen, weil in der Ecke unten war halt tot. Da war Krass. das nächste Freiburg und da war auch nicht viel los. Also So weit weg dann auch von Stuttgart und von Karlsruhe und Mannheim und so man die ganzen kannte Städte, die wo Szene jetzt mal... natürlich auch noch nicht so, weil die Ja. noch nicht so groß war. Ergo war es noch nicht so einfach, Anhang zu finden. Ja. Fetische bei dir? Also offensichtlich auch Bondage, wenn ich da schon Ja, alle also möglichen... wie man sieht, Rubber, ne? Also das zieht sich bei mir komplett durch. Rubber, Neopren, MX, Military, Lycra. Die Liste ist lang und der Kleiderschrank ist auch groß. Das sind sie, diese Multikingster. Ganz viele Haken ja, dahinter. ich kann das keinem empfehlen, weil das kostet nur viel Geld. Und Platz. Genau, also besser auf einen Fetisch fokussieren, ist viel Und besser. einen Carrara hast du auch. Ja, also eventuell ist das auch einer meiner Fetische. Ja, den So du leider ein nicht bisschen dran mit hast Chastity heute. und so. Schade. Breathplay, Watersport, Bondage. Hey, du Da hast- ist das ist ja viel alles. dabei. Ja. Also die Liste kann ich jetzt gar nicht voll machen, weil dann sitzen wir morgen noch hier. Krass. Es kommen auch über die Jahre immer mehr Fetische dazu, habe ich Ja, das stimmt. Das ist wirklich verrückt, Das ist ja. schlimm. Also ich bin ja der Opa hier, glaube ich. Ja. Also der wirkliche Ja. Opa. Kann ich nur bestätigen. Das kommen immer mehr Fetische dazu und die werden auch immer schlimmer. Auf jeden Fall. Höher, ja. schneller, weiter und so weiter. Das ist halt leider echt Und man schwierig. gibt einfach unfassbar viel Geld aus. Ich merke einfach auch. Hornykäufe. Ja, die Hornykäufe. ich habe immer, wenn ich mein Handy öffne, so im Safari, so ganz, ganz viele Tabs offen immer, wo ich so denke, wenn du eines Tages, dann könntest du dir der Reihe nach einfach so wegbestellen. Aber ich kann sie nicht schließen, weil dann würde ich die ja vergessen. Aber ich will auch nicht sofort auf Kaufen drücken, weil ich denke, nein, du bist anständig, du machst keinen Horny-Kauf. Aber ich habe da sehr, sehr viel offen und denke so, manchmal... Und genau deswegen ist Chastity nicht gut. Weil dann Ja, kann das man ist ja doch diesen Druck gefährlich. nicht Stell dir ablassen mal und dann vor, macht man stell dir umso mal mehr vor, Alex hat den Cage Hornykäufe. dran. Nee, das wollt ihr nicht. Kannst du ein Getit aufnehmen. Ja, nee, also da bin ich sofort Privatinsolvenz und alles. Also das ist hier Ende Gelände. Ja. Ich habe noch tatsächlich eine kleine Anekdote von dir, von gestern, die du mir erzählt hast, die musst du nochmal wiederholen. Ich find's so lustig, weil du ja auch neu in der Welt bist und Anfang 20, Süßzarte Anfang 20, Fast 30. wohnst noch zu Hause. Fast 30. Ja. Und deine zu Hause schaffst du es ja eigentlich ganz gut, die Hood und so außer Verkehr zu ziehen und Ja, nicht also zu zeigen. Aber das Rubber, Ja. Bis jetzt bin ich immer sehr gut weggekommen, mein ganzes Fetischleben von meiner Familie fernzuhalten. Aber letztens, vor einem Monat oder so, habe ich mir gedacht, meine Mama ist immer so 6 Uhr auf Arbeit dann schon, geht einfach aus ihrem Zimmer raus, aus der Tür, fertig. Und mein Rubber war noch nass von dem Event und dachte mir, ja, kann ich ja über Nacht trocknen lassen in der Dusche. Ja, an dem Tag war meine Mama nicht auf der Arbeit. Und ich höre so, als Student wacht man ja etwas später auf. 9 Uhr morgens höre ich so den Wischmopp irgendwie fallen im Bad nebenan. Und ich denke mir schon so, ja, jetzt ist es soweit, toll. Nee. Und dann habe ich noch Angst gehabt, bin in meinem Zimmer geblieben, bis die Geräuschkulisse sich gelegt hat. Bin dann hoch in die Küche gegangen, um mir Frühstück zu machen. Natürlich war der Badvorleger auch schon nicht mehr da, sondern hing neben dem Rubber schön in der Dusche Klar. aufgehangen. Toll, ja. zur Kenntnis genommen quasi. Richtig. Und meine Mama sagt dann zu mir, Pantego, also wenn du nächstes Mal duschen bist, gern, wisch doch bitte die Edelstahlarmaturen ab, da ist sonst immer Kalk drauf. Und ich dachte, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Das war alles, was kam. Ja, richtig. Ich hätte etwas, bitte sag doch Das war was einfach dazu. gekonnt runtergespielt. Geil. Ja, das, Ist so geil, ey. Sie musste irgendwas Insane. sagen, Ja. was waren die Armaturen. ja, die waren nicht gut. Dann kannst du jetzt ja auch mit Hood zu Hause rumlaufen. Perfekt, ja. Ja, Nein, du lieber, kannst dir doch die Folge nein. zeigen. Ja, ich zeige dir die. Nein, ich glaube nicht. Tatsächlich, meine Mama würde auch ganz gerne meine Folge sehen, die weiß ja mittlerweile auch vom Podcast. Und sie traut sich den sich nicht anzugucken, weil sie sagt, Wirklich? ich will das alles nicht wissen, weil dann mache ich mir noch mehr Sorgen um dich.
spannend. Und jetzt habe ich mit dir vereinbart, dass ich mit Marvin, meinem Freund, zusammen unsere Partnerfolge einmal anhöre und gucke, wie viel ich da erzähle, was vielleicht verhängnisvoll sein könnte, damit sie sich die Folge mal anhören gucken. Quasi einmal rausfiltern. Ja. Vielleicht machen wir auch einen Mamas-Cut. Geil. Alle perversen und ganz schlimmen Sachen werden einfach so hart rausgeschnitten so. Und dann kommt man so, entweder wird's weggepiept oder es kommen so ganz schlechte Werbespots aus den 90ern. Der Nicer Dicer, jetzt auch bei Schwarz und Wir Eng. schweifen ab. Entschuldigung, können wir endlich Sekt trinken? Ja, okay. Entschuldigung. Mein Gott. Ach, ihr habt gar keinen Sekt, Nee, ne? aber ja, hier gibt's okay, aber Softgetränke. mein Glas Schön, dass ist ihr so da voll seid. und ich habe Angst, dass ich es Cheers. umkippe. Auf die Folge. Aber dann fangen wir auch mal wirklich an jetzt. Dann fangen wir an, ja. So. Die erste Frage, die sich mir stellt, da ich ja auch selber gar keine Ahnung habe von dieser Welt, was ist Pubplay genau und woher kommt's eigentlich? Das sind zwei verschiedene Fragen. Ich glaube, vielleicht fangen wir erstmal mit, woher kommt's? Also Historie vom Pubplay, so ein bisschen. Du möchtest nicht sagen, ne? Du bist hier der Alteingesessene. Vielleicht, wir können ja auch für jede beantwortete Frage ein Leckerli vielleicht werfen. So, Ja, dann hat er auch immer mehr Motivation zu antworten. Ja. Franzbötchen hier. Ja, genau, also das Ganze kommt eigentlich aus dem Dog-Slave-Play. Ist ja quasi so, wie man das heute mit Dom und Subs kennt, ne? Der eine ist Devot, der andere ist der Dom. Und genauso wurde das halt damals schon gehabt. Damals waren das eher noch Ledermasken, so Hunde-Ledermasken. Und das Ganze war halt wirklich nur sexuell gehalten. Irgendwann kam dann irgendwie jemand mal auf die Idee und sagte, komm, wir machen das Ganze mal ein bisschen süßer und non-sexual. Und wir können ja einfach diesen Headspace dahinter, dass man einfach in die Rolle eines Puppies schlüpft, so dass man einfach mal den Kopf ausschalten kann, einfach nur, wenn man will, einen Ball hinterherrennen, irgendjemanden anbellen, keine Ahnung. Alles, worauf man einfach Lust hat und mal kurz die Welt ausschalten. Ja. Und einfach nur in diesem Headspace sein. Und das Ganze muss auch absolut nichts mit Sex zu tun haben. Natürlich, mittlerweile tut es das trotzdem auch. Und es gibt Leute, die das eher sexuell ausleben. Aber das kann halt jeder für sich machen. Da gibt es kein Handbuch. Ja, das habe ich aber auch schon wahrgenommen tatsächlich. Ja. Also gerade jetzt, wenn man an die CSDs zum Beispiel auch guckt, dann ist es ja immer non-sexuell. Da geht es ja wirklich um Sichtbarkeit zum Beispiel dann. Oder auch, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, in den Bars unterwegs ist und einfach nur die Hood auf hat. Viele tragen es ja einfach nur, weil sie sich damit wohlfühlen. Kann ich übrigens ein Lied von singen mittlerweile. Mein innerer Struggle später noch zu. Aber wie du schon sagst, es ist so eine Art Headspace, glaube ich, in dem man einfach sich begeben kann, um sich da wohl zu fühlen. Ja, genau. Es ist einfach mal ein Weg, aus dem Alltag rauszukommen. Ist es das für euch beide auch? Oder also was ist das für euch dann Pubplay? Also eher sexuell, eher non-sexuell, eher Headspace? Also was ist für euch das persönlich? Also, ich finde, das ist so was ganz Besonderes, weil wenn du jetzt Fetisch hast wie Latex oder Neopren oder Leder, dann machst du das ja als diesen Fetisch sozusagen alleine. Und die Puppy-Maske verbindet diese Fetische irgendwie alle als Kleber. Weil die habe ich gerade das Mikro ausgemacht? Nein. Nee, da ist noch Ton. Sehr, sehr gut. Die Puppy sieht man ja entweder als Rubber-Pup oder auch nur mit der Maske. Und irgendwie kommen da alle Fetisch-Communities so zusammen und können sich zusammen wohlfühlen. Das ist eine schöne Annahme. Aber es stimmt tatsächlich, die verbindet irgendwie auch so ein bisschen. Ja. Und es werden ja auch immer mehr, das wird ja einfach, was man beobachtet, dass es einfach immer mehr Puppies werden, aber halt auch immer mehr in den verschiedensten fetischen Bereichen, aber halt auch ohne. Also ich finde, das ist ja was Einfaches, auch wenn die Frage ist, ob man es überhaupt Fetisch nennen kann, dann Puppy, weil es ja im Endeffekt auch für viele ein Headspace ist, damit ist es kein Fetisch. Ja. Dadurch kannst du es ja doch im Alltag irgendwie integrieren und da mal, auch wenn du normale Klamotten anhast, so wie wir gestern Abend, Richtig, ja. einfach mal am Sofa damit rumliegen und sich irgendwie wohlfühlen. Ja, Das war für mich auch ganz, ganz lustiges Erlebnis gestern. Also so einfach mal aus dem Fetisch herausgetrennt. Ja. So, sonst ziehe ich einen Rubbersuit an und weiß halt, dass es mich horny macht. Ja. Jetzt gerade vielleicht nicht, aber Ich will schwer hoffen. jetzt arbeite ich ja gerade auch. Aber ansonsten ist ja eher vieles an den normalen Fetischen irgendwie mit was Sexuellem verknüpft oder dass man Lust auf irgendwas bekommt. Nee, bei mir hat die Puppy-Welt auch eigentlich gar nicht so wirklich als Puppy angefangen. Ich dachte mir nur, irgendwie, ich brauche was, um mein Gesicht zu verstecken, wenn ich so rauslaufen will. Und irgendwie bin ich dann immer mit dieser Maske immer häufiger rumgelaufen und dann fand ich es selber richtig cute immer. Und dann, weiß ich nicht, bin ich jetzt auch irgendwie Da in reingerutscht. diesem Headspace drinne und ja, also ohne Puppy-Maske könnte ich, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Das ist wild. Ja, Also wie so ein zweites Ich fast schon. ja, richtig.
Ja. Irgendwie. Ist das bei dir auch so, Marlon? Ja, also bei mir hat das tatsächlich genau andersrum angefangen. Ich habe damals halt einfach das Pubplay entdeckt und war so wie, okay, das will ich jetzt ausprobieren. Und da hatte ich diese ganzen Fetische noch nicht. Da hatte ich kein Rubber, Neopren, irgendwas, sondern ich war einfach, okay, Puppy, cool, das klingt interessant, will ich machen. Und habe mit meinem damaligen Partner das auch ausgelebt. Also wir haben wirklich miteinander Ball gespielt, wir haben miteinander gekuschelt zusammen, so als Puppies. Wir haben wirklich dieses in den Headspace rein und nur noch Puppy sein und zusammen dann einfach alles andere entdeckt. So, irgendwann hat man mal durch die ganze Community, es ist die Community, in die man reinschlüpft. Wenn man als ein Puppy ist, dann geht man zum Beispiel auf die Foursome und auf einmal sieht man so, oh, da gibt's Rubber, oh, da ist, keine Ahnung, MX da und mit der Zeit lernt man immer mehr Fetische kennen und kombiniert das noch einfach. Ja. Also Pubplay braucht kein Gear. Außer vielleicht eine Das Maske oder so. das war die Ansatz, das Genau. was ich auch meinte, das ist ja der Headspace erstmal und bei dir kommt aber ja eher von dem Partner quasi und ich habe wirklich das Pubplay als solches entdeckt und bei dir kam es eher mit, ist irgendwie praktisch das Gesicht zu verstecken und dann fühlt man sich aber wohl damit und dadurch kam es bei dir. Ja, Ich glaube tatsächlich sind mit genau die beiden Wege, die dahin führen, Ja. was ich auch so wahrgenommen habe in meinem Umfeld. Aber gerade dieses Kombinieren und gerade Folsom irgendwie da sich Inspirationen holen, mit was kann ich wie kombinieren. Also sei es jetzt wirklich eine Uniform dazu, Tactical, Sportswear, du kannst ja wirklich so viel Kombination betreiben, was dein Outfit angeht. Du kannst eigentlich alles dazu anziehen, es ist wirklich egal. Ja, und deswegen gibt es ja auch nicht in Anführungsstrichen den Vorzeigepapi, der irgendwie alle abdeckt, weil es ist nun mal so vielschichtig und so vielfältig, was in dieser Community los ist, dass man das nicht irgendwie abstempeln kann mit ein Papi hat folgende Definitionen. Ja, und Ja. ich finde auch, aus den, die schon länger dabei sind, von den Puppies hört man immer, dass man das so und so machen muss. Ich finde, man sollte sich einfach wohlfühlen damit und da muss man jetzt nicht Also unbedingt... ich sag das nicht. Ja, nein, ich weiß. Ich habe das nur öfter schon gehört Ja. außerhalb und das finde ich nicht fair eigentlich. Ja. Ich glaube, das ist genau die Diskussion, die ich ja auch gefühlt habe im Sinne von, wen lädt man denn jetzt hierzu ein? Weil Ja. den richtigen oder den Papi gibt es nicht. Und am Ende des Tages fand ich dann doch die Mischung zwischen euch beiden halt einfach genial, die halt eine Bandbreite jetzt nach den ersten 20 Minuten sogar noch besser abdeckt, Ja. als ich dachte tatsächlich. Ja. Also von daher... Total interessant. Wie Thema Einstieg in diese Pub-Welt. Oder da gibt es ja ganz viele Sachen. Ihr habt jetzt ja Papi-Namen, die ihr euch geben lassen habt. Wo kommt der her? Wie kommt man auf einen Namen? Wie darf man sich einen Namen überhaupt selber aussuchen? Wie geht diese Reise in diese Papi-Welt eigentlich los? Wie ging euer Weg quasi weiter? Vom ersten Mal ausprobieren bis ihr seid dann als Papi einfach da. Ja, also tatsächlich hat da auch wieder jeder so seine eigene Definition. Das heißt, mit egal wem du dich unterhalten würdest, der würde das anders sehen. Der eine sagt, nee, der Papi-Name wird dir von deinem Händler gegeben. Der andere sagt, nein, ich habe mir den und den Papi-Namen gegeben, weil da und da diese Geschichte dazu gehört. Also das hat für jeden eine andere Bedeutung, was auch absolut fein ist. Also da gibt es nicht dieses so und so muss das sein. Das muss sich für jeden richtig anfühlen, vermutlich. Was bei Einfach. Ja, dir? genau. Ich wollte gerade sagen, wo kommt Marlon her? Ja, also Marlon ist, bei mir hat es eine kleine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Marley und ich kennt. Ist so Sandra Bullock-Film. Ich glaube, es war Sandra Schon mal Bullock. Ein Chaoshund, der die ganze Zeit nur Blödsinn macht und irgendwann das traurige Ende, er stirbt. Und Gott. Alex heult gleich, ey. Der hat schon Pipi in den Augen. aber Oh Gott. ich fand diesen Film halt so emotional und berührend, dass ich irgendwas in die Richtung wollte. Marley direkt klang mir zu kopiert und ich fand den Namen Marlon einfach schön. Das war sehr nah dran, also habe ich gesagt, so, Marlon wird's. Ja. Mit Marley wärst du ja jetzt tot. Gott sei Dank hast du Hör auf, Marley. der heult hier Das gleich. war jetzt sehr direkt. Und woher kommt Pantego? Das kam vor meiner Papi-Zeit schon. Ich habe einen Instagram-Usernamen gebraucht und Ja. ich habe einfach Buchstaben rumprobiert. Weißt du, man denkt an irgendeine tolle, romantische und schöne Geschichte. Ich habe einfach nur Buchstaben Es bei war Instagram reingehackt und dann stand da Ich hab Pantego. Keine Ahnung, ja. Nee. Herrlich. Wirklich, ich wollte den auch mal ändern.
aber irgendwie kannten einen alle dann so Ja, und das der ist so Name unique. ist Ja. geblieben. Ja. Keine Ahnung. Aber du hattest dein Instagram ja irgendwie Januar 24 angelegt, da Ja. wusstest du noch gar nicht, dass du Papi wirst, sondern hast einfach nur Pantego als richtig. als Künstlername, sag Ja, ich mal, genau. genommen. Nee. Und dann damals hast du dann eher Da Rubber war ich nur gezeigt ein Rubber wahrscheinlich. mit Gimpmaske Ja, oder ja. so und dann Steht dir. Ja, danke. Wow. Und dann habe ich bei einem Freund in Erfurt besucht. Und da habe ich seine Papi-Maske mal aufgesetzt und dachte so, wow, das ist cute, das brauche ich. Und sie direkt bestellt. Und dann war, glaube ich, Mitte Februar oder so, war ich dann schon das erste Mal als Spannend. Papi zu sehen. Wahnsinn. Ist es dadurch orange geworden? Orange ist es geworden, weil einfach mein halber Kleiderschrank aus orangenen Klamotten also einfach eine persönliche besteht. Farbe, die du magst. Ja. Und wie ist es bei dir rot geworden? Bei mir ist es in dem Fall auch rot, einfach weil es die Lieblingsfarbe ist. Ja, krass. Spannend. Witzig. Also, guck mal, noch nie so drüber nachgedacht. Ich finde, die Farbe hat schon durchaus eine Bewandtnis, aber bei Ja. jedem halt auch wieder persönlich. Aber ich meine, da wollten wir eigentlich später zu kommen, aber gerade passt es halt zufällig. Ja. Also A, fragte ich mich bei den Farben, gibt es da eine Art Henki-Code für Puppies? Wahrscheinlich eher nicht, weil es ja eher eine persönliche Note ist, die Farbe. Und B, gerade jetzt wie bei Marlon, ist der Weg ja meistens eher hin zu so einer individualisierten Hood, dass du also 2 bis 3 Farben hast oder halt einen Farbcode, oder eine Farbe, die jetzt bei die Standardfarben, die halt, keine Ahnung, bei Mr. Beam Laden hängen oder bei Gear oder wo auch immer, davon gehen ja viele dann irgendwann immer weg, weil sie dann noch persönlicher quasi sich das individuell gestalten, ne? Also meine persönliche Erfahrung ist, bei mir zum Beispiel sind es einfach die Farben, die es machen. Ich mag die Kombi und auch mit der Individualisierung. Jeder will natürlich so unique sein. Jeder will einzigartig aussehen. Aber ich habe auch viele Erfahrungen gemacht, dass Leute die Maske schon nach Hanky-Code bestellt haben. Also wirklich? also ganz viele, die zum Beispiel auch gelb sind, habe ich erlebt, die stehen dann halt auch wirklich auf Watersport. Ich brauche rot. Also gibt es tatsächlich so. Es ist eine gute Mischung, würde ich sagen. Und am Ende des Tages, so wie bei dir jetzt auch mit deinem, für viele, die uns zugucken, sehen es natürlich nur, du hast auch einen schwarz-roten Rubbersuit an. Am Ende kauft man sich dann, glaube ich, ab dem Punkt, wo man sich beim Papi für eine Farbe entschieden hat, auch die Gear danach, oder? Ja, also und Ja. ich könnte jetzt auch nicht mehr zurückrudern. Also ich habe in den Jahren so viel Gear gekauft, was alles rot ist. Oder Das muss ja auch Farben, rot, zusammenpassen. schwarz, Ja, weiß. Wenn ich das nochmal alles jetzt die Farbe wechseln müsste, Ja, dann das wäre glaube ich. Bankrott. Ich habe auch den roten K9-Suit, den du anhast, und ich habe ja hier auch eine Hood stehen, da erzähle ich danach noch ein bisschen was zu. Die ist halt marineblau. Ist dann halt jetzt irgendwie schwierig mit einem roten K9-Suit, ne? Da musst du ran, Markus. Da musst du einfach ran. Naja, die steht da ja erstmal nur zur Deko. Hast du nicht bald Geburtstag? Da könntest du doch. Oh. Also ein da kommt K9-Suit, was. ja doch, also ein K9-Suit mit schwarz-dunkelblau Also nehme nicht, dass ich dir das jetzt schenken wollen würde, aber Achso, ansonsten. Ja, natürlich, gerne. Also, wünschen darf man sich ja ja, alles. so ein K9 in. Also in du wolltest ihm jetzt noch einen K9 in Blau schicken. Und Ich falls nicht, ihr ich nicht. Geburtstagsgeschenke braucht, schreibt gern Alex bei moin@schwarzundeng eine E-Mail. Er schenkt euch alles zum Geburtstag, was ihr wollt. Ich habe auch bald Geburtstag, wollte ich dazu nur sagen. Kannst du dir auch Anfang einen Mai, K9-Suit ne? So. schenken? Wir müssen das mal geklärt haben. Wir alle schenken uns oder lassen uns von irgendwem was schenken, bitte. Und das bin nicht ich. So. Ja. Wollen wir nochmal zum Einstieg in die Pappwelt zurückkommen? Ja. Ich habe, muss ich ein bisschen Werbung für machen. Es gibt einen Artikel im Tagesspiegel von letzten Jahr um den CSD rum, also Juli 25, wo einer meiner besten Freunde, Miles, damals ein Interview gemacht hat und der ist wirklich lesenswert tatsächlich. Der erklärt vieles und auch da waren ein paar schöne Zitate drin, wo ich glaube ich nachher immer wieder mal eins von vorlese. Ich habe mir da ein paar rauskopiert. Eins war, wenn ich auf die CSDs, also die im Sinne von Puppies auf CSDs oder so gesehen habe, fand ich das süß. Irgendwann habe ich die Maske meines Freundes anprobiert und das hat sich sehr gut angefühlt. So, also ähnlich wie bei dir im Endeffekt eher wieder. Aber ich bin auch an dem Punkt zu sagen, ich finde es irgendwie süß. Steht dir wirklich sehr gut. Wow. Ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich hatte gestern meine erste Erfahrung mit dir, Pantego, zu Hause, weil wir irgendwie dann rumgeblödelt haben am Sofa und ich hatte die Hood die ganze Zeit. Aber es war ganz ungewöhnlich. Ich weiß nicht, habe ich die mal für ein Bild aufgesetzt Ja. und dann war auch schön, hat sich gut angefühlt und dann habe ich sie aber wieder abgesetzt. Und ich hatte die gestern, glaube ich, 2 Stunden auf oder sowas. Sehr toll. Und du hast ein paar Mal sehr süß die Augen verdreht, auf jeden Fall. Ja, Und es wirkt auch sehr ehrlich. Hilfe. Ach krass. Das war irgendwie, wir haben einfach nur uns unterhalten, waren am Sofa gelegen, haben rumgeblödelt und irgendwie so Boop gemacht. Aber gerade das, was du erzählst, also ich konnte, wenn ich jetzt mal so 2, 3 Jahre bei mir zurückspule, war für mich, Papi war immer so eine andere Welt. War mal so, ach nee, das bist du gar nicht.
Das, was du jetzt aber sagst, mit dieses, das ist irgendwie süß. Ja, das habe ich, also dieses Gefühl, also auch wenn ich jetzt euch, bevor die Aufzeichnung begonnen hat, da wart ihr auch einfach so am Rumblödeln und das war einfach so niedlich anzusehen, wo ich dachte, ach, irgendwie ist das ja schon ganz süß. Ich kann es jetzt auch so ein bisschen nachvollziehen nach gestern Abend. Irgendwie kann man da so einen Schalter am Kopf, ich glaube, das wird noch viel intensiver, wenn man das mal irgendwann für sich akzeptiert, aber man kann irgendwie so eine Art Schalter umlegen fast schon und dann halt einfach anders sich verhalten. Ohne dass es sich beißt mit seinem sonstigen Ich, um es jetzt mal, keine Ahnung, fast schon schizophren darzustellen. Wir haben keine gespaltene Persönlichkeit, so, sondern ja, das das ist zwei nur der Persönlichkeiten. Ausdruck. Ich habe da auch einige von, keine Angst. Du und deine Persönlichkeit. Ja. Mit ein paar kenne ich ja auch schon. Großes Repertoire vorhanden. Nee, also einen Struggle habe ich ja und den hatte ich schon vor einem Jahr, also vielleicht muss ich zu der Hood noch eine kleine Story zu erzählen. Die ist von Miles, das ist die Secondhand Miles, wie ich immer gerne sage, weil er sich ja irgendwann eine individualisierte Hood bestellt hat und seitdem die alte halt im Schrank lag. Und ich habe letztes Jahr die geliebte Lederhose, die du von Diesel auch so gerne magst, die ist mir ja ein zweites Mal in die Hand gefallen irgendwann und Miles wollte die unbedingt haben. Und dann habe ich damals irgendwie aus Jux und Dollerei gesagt, weil ich die Maske einmal auf hatte, lass uns einfach tauschen, ich brauche die Lederhose nicht zweimal und du brauchst die Hood nicht mehr. Ist ungefähr gleich viel wert gewesen. Und seitdem lag die aber in Berlin. Die lag immer nur in Berlin bei ihm in der Wohnung und ich habe die halt mal für ein Bild aufgehabt. Und das hat es in den letzten Wochen irgendwie erst zugenommen, dass ich die irgendwie dann mal bei ihm mal getragen habe. Dann habe ich ja mit Neo jetzt Bilder gemacht vor 1,5 Wochen bei Easter. Und jetzt habe ich sie das erste Mal mit nach Hamburg genommen und jetzt sitzt sie auf so einem Styroporkopf zu Hause und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie schön. Das ist ganz wild. Und die Papi-Folge ist genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, der Hund ist eingezogen. Ja. Was ich aber sagen wollte ist, ich habe immer das Problem, wenn ich sie in der Öffentlichkeit anhabe, also in Bars oder sowas oder auf Partys oder mit unterwegs bin, dass ich so ein bisschen Angst habe, andere zu enttäuschen. Also wenn ich nicht auf das Puppy-Play der anderen eingehe, weil ich selber nicht so weit bin oder dass ich sie nicht so toll finde oder mit manchen Sachen nichts anfangen kann. Also zum Beispiel kriege ich aktuell doch keinen Ruff aus mir raus, wenn ich die Hood auf habe. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, das erwarten dann ja andere, dass man das auch begegnet sozusagen oder halt, keine Ahnung, mit den rumblödel, was auch immer. Und da habe ich halt noch Angst in Anführungszeichen davor, deswegen setze ich sie ganz oft dann halt auch nicht auf. Ja, die Puppies sind auch schnell dabei, dich einfach anzuspringen. Das ist so, ja. Genau, man wird ja viel nahbarer irgendwie dadurch und ich habe halt Angst dann da nahbar zu sein und was falsch zu machen. Ja, ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Aber gibt's da Tipps? Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich kann man nichts falsch machen, finde ich. Ja, im Endeffekt ist es bei Puppies ja genauso wie mit Menschen. So, alle sind unterschiedlich, auch vom Charakter, sind anders drauf, alle haben andere Erwartungshaltungen daran. Wenn man sich ganz normal mit Leuten unterhält und sagt, hey, wie machst du das? Oder einfach normales Kennenlernen oder dann auch einfach sowas raushaut, so ein Ruff, dann ist das kein Problem. So, das stört in der Regel auch keinen. Ich finde, da tickt auch jeder anders und man muss einfach klar abgrenzen, was für einen okay ist. Es gibt viele, die kommen sofort an und wir sind alle eine Community, wir sind Puppies, deswegen kann ich dich jetzt umarmen. Der Gedanke ist nett und finde ich auch sehr einladend, aber nicht jeder mag das. Deswegen finde ich, eine gewisse Distanz zu wahren ist auch einfach okay und deswegen gibt es ja mittlerweile viele Partys, wo es diese Armbänder gibt, die sagen, hey, nee, bleib bitte ein bisschen auf Distanz oder hey, ich bin offen für Umarmungen oder... Das Armband brauche ich. Ich hätte gerne das Distanzarmband. Ich wollte gerade sagen, du wärst ein Distanzmensch. Ja. Aber genau deswegen, damit sich auch wirklich jeder wohlfühlen kann und diese Grenze gewahrt wird, gibt es sowas jetzt mittlerweile bei Partys. Braucht ganz viele grüne Armbänder. Ja. Das finde ich aber gut, weil am Ende des Tages hat ja jeder dann, also ich zumindest, habe einfach nur Angst, irgendwas falsch zu machen oder dass der Gegenüber dann irgendwie böse ist, was auch immer, weil ich ihn jetzt irgendwie falsch begegnet bin oder falsch behandelt habe in dem Moment. Ja, der Grundgedanke dieser Community ist einfach auch, dass du nichts falsch machen kannst. So, ja, vielleicht mache ich mir da mehr Stress als notwendig. Sei einfach du, mach wie du Bock hast, solange du jetzt niemanden belästigst dabei oder so. Also da reden wir jetzt schon wirklich von ernsthaft belästigen. Ja, und ich meine, klar. Wenn man einen normalen, gesunden Menschenverstand hat, merkt man das ja eigentlich schon. Ob jemand will oder nicht. Genau, gegenüber. und im Notfall sagt es einem auch jemand, hoffentlich. Das ist wie mit anderen Menschen interagieren, nur dass du halt auf eine andere Art agierst. So, es ist ja halt das gegenseitig Kennenlernen, ne? Also das, was, genau. ich sag mal, unabhängig ob mit oder ohne Puppyhood, irgendwie das sich beschnuppern. Ja, aber Kennenlernen ist ja noch was anderes. Wenn Entschuldigung, schlechte Wortspiele kommen jetzt hier raus, aber das ist ja so ein bisschen dieses so, okay, wie tickt der Gegenüber? Aber ich kann das verstehen, ich wär genau bei dir. Wenn ich jetzt eine Puppyhood auf hätte und ich würde mich damit irgendwo in die Öffentlichkeit wagen, hätte ich immer das Gefühl,
ich trage ja nur eine Puppyhood, aber ich bin gedanklich kein Puppy. Also das wäre für mich dieses Ding von, ich trage sie aus optischen, ästhetischen oder anderen Gründen, aber ich wäre nicht der jetzt sagt, oh, Ball spielen. Keine Ahnung, also das wäre immer so, wo ich auch sage, da hätte ich vielleicht so eine Blockade intern bei mir. Bei mir ist es ehrlich gesagt langsam andersrum. Ich habe immer Probleme mit Leuten, die keine Puppies sind, wenn ich mit denen mich zum Spielen treffe oder so und die sind halt keine Puppies, dann habe ich vielleicht auch nichts auf und bei mir kommt immer noch das Wow. Ich kann nicht aufhören. Und der andere ist dann meistens überfordert, weil er nichts damit anzufangen hat. Das ist ja funny. Ja, das ist schwierig. Wann bist du intolerant, dass du mit Menschen ohne Hut nicht mehr spielen kannst? Schlimm. Wow. Aber wo wir, also bei diesem Puppy, es ist ja eine Community. Bei diesem Puppy. bei diesen Puppies. So, wir sprechen ja, oder ihr sprecht auch mal ganz viel von Community. Natürlich, wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich? Ich sehe es ja auch, Instagram ist voll. Also ich sehe ganz, ganz viele Puppies draußen. Ich sehe euch alle da draußen ja auch und scroll immer hin und her und habe auch schon viele interessante und sehr geile Outfits gesehen, wo ich dachte, ja, das ist eine gute Inspiration. Deswegen vielen Dank schon mal draußen in die weite Welt. Aber Thema Community aufbauen, wo jetzt auch, falls wir draußen Menschen haben, die vielleicht sagen, Mensch, Pupplay ist etwas, wo ich mir vielleicht rantrauen wollen würde oder ich bin immer nur alleine zu Hause und habe meine Puppyhood auf. Wo kann ich einen Anschluss überhaupt finden? Wenn ich jetzt mal das digitale Zeitalter nicht ganz abstelle, aber wo treffe ich auf Menschen zum Anfassen, zum Umarmen als Beispiel? Anfassen. Das solltest du vielleicht positiv. Das solltest du präzisieren. Also wenn du anfassen willst, geh ins Lab. Ja, genau. Nein. Da kannst du ja was reinschieben lassen. Nein. Ihr wisst ja, was ich meine. Also wo kann ich auf reale Menschen treffen? Reale Puppies. Ich kann jetzt für München zum Beispiel reden. Da bin ich ja öfter unterwegs. Da haben wir jeden Donnerstag zum Beispiel im Café Sub einen Puppy-Treff. Da kommen jetzt wöchentlich mindestens 40 Puppies immer hin. Wow, das ist ja immer ab 19 Uhr, glaube ich. Und dann gibt es Stammtische in verschiedenen Städten. In Bremen war ich schon mal bei einem, in München. Genau, da habe ich auch so angefangen, dann damals in 2024, weil mich jemand damit hingenommen hat. Und da gehe ich jetzt trotzdem immer noch regelmäßig fast wöchentlich hin in dieses Café Sub, weil es einfach so eine schöne Atmosphäre ist. Dann kann man mal über seine Fetische reden oder so und ist nicht in seiner Arbeitsstudierendenwelt und so weiter. Ich glaube, vor allen Dingen kannst du halt ganz offen über dein Leben reden. Du kannst auch über die Arbeit reden, ja, aber du kannst dann auch über den anderen Teil reden. Ja, von genau. dir, der ja mittlerweile, das haben wir ja schon ganz oft erkannt, jetzt ja einfach dazugehört. Das ist ja einfach ein anderer Teil unseres Lebens. Dass man sich nicht verstecken muss. Genau. Also, ja. Und bei dir in Berlin? Ja, in Berlin ist es natürlich ähnlich. Also es ist natürlich immer schwer für Neulinge überhaupt daran zu kommen. Also erstmal diese Geschichten zu finden. Ne? In Berlin gibt es natürlich auch den Pups and Dogs Berlin-Brandenburg, ist auch ein eingetragener Verein, die auch einen regelmäßigen Stammtisch. Ich war auch, um ehrlich zu sein, lange nicht mehr da, aber der war immer in der Brezel, das ist ein kleines Café. Ist schön, da sind dann auch um die 30, 40, 50 Leute, je nachdem. Und das ist für alle Newcomer auch. Da kann jeder hinkommen, man kann sich austauschen. Ich habe damals über Instagram, hat mich jemand auch gefragt. Da habe ich ihm gesagt, geh da hin. Also es ist immer jeden ersten Samstag. War natürlich auch nervös. 3 Wochen später schreibt sie mir, ja, ich kaufe mir jetzt dies und das und jenes. Okay, also ist super angekommen. Aber da muss man natürlich erstmal hin. Es gibt Telegram-Gruppen. Das kann ich natürlich jedem nur ans Herz legen. Wenn man irgendwie probiert, erstmal die Verbindung aufzubauen. Und alleine geht man da ja nicht einfach so hin zu ins Café, und in Telegram-Gruppen werden oft auch die Nachrichten veröffentlicht, wo das jetzt stattfindet und ähnliches. Hast du da zufällig gerade eine, also wie sie heißt? Also in Berlin gibt es natürlich, wie genau die jetzt heißt, sonst darf die gerne auch nicht, aber uns mitgeteilt werden, dann lassen wir genau, das kann man ja später nachreichen. Ja. Aber da gibt es auch die Berlin-Brandenburg-Gruppe und das sind, lass mich lügen, 400-500 Mitglieder mittlerweile. Wow. Und ich glaube, da ist es was anderes, weil da ist die Hürde ja kleiner, als in ein Café zu gehen, also in diese Gruppe zu gehen und halt einfach mal zu posten, hallo, ich bin neu, wer nimmt mich mal mit? Jetzt mal ganz plump gesagt. Ja, genau, es ist so, die Hürde ist, oder es ist einfacher, die Hemmschwelle, einfach mal jemanden anzuschreiben, normale Konversation aufzubauen. In unserem heutigen Zeitalter, oh Gott, ich klinge wirklich wie ein Opa. Ja. Da ist das ja wirklich so. Es ist viel einfacher. Wenn ich bin ja auf Instagram nur mit Leuten in Kontakt. Also ich gehe auf ein Event und ich quatsch mich hier und dort und überall fest. Ja. Weil ich finde es einfach, so in Kontakt zu treten über Instagram. Man sieht, der hat den gleichen Fetisch, der interessiert sich für Pupplay. Ja, wunderbar. Es ist schon das Einstiegsthema gefunden. Das ist aber genau das, wenn ich jetzt mal auch wieder da zurück überlege, das hatten wir auch schon ein paar Mal als Thema, wie ist eigentlich der Einstieg am besten und wie kann ich wirklich rausgehen in die reale Welt?
war bei mir am Anfang ja auch so. Ich bin das erste Mal ins Toms gegangen, da war ich mit anderen Menschen, die mich mitgenommen haben und das war eigentlich der Anfang vom Ende. So. Und jetzt sitzt du hier und machst einen scheiß Fetisch-Podcast, ne? Schau mal, wo du gelandet bist in der Genau, Gosse. aber da hat man erst geschrieben, man hat sich kennengelernt auf ganz normale Art und Weise und dann ist man da zusammen hingegangen. Und ich merke aber auch gerade dieses Thema Menschen ansprechen. Vor 2 Wochen war im Toms wieder Schwarz und Eng und da war der Subverein war mit dabei. Von Essen, glaube ich, ne? Aus Oder was Essen war das. NRW auf Ne? jeden Ich gucke Fall. jetzt mal da hinter die Kamera. Ja, NRW. Ja. NRW, ja. Das ist da die Ecke. Alles das Gleiche. So, nee, oh Gott, damit haben wir uns gerade Freunde. Die Aussage kommt nicht von mir, das ist Protokoll. Also da aus diesem NRW-Land. Oh, Leute, wirklich, es tut mir ganz toll leid. Grüße nach draußen, ihr seid alle toll. Es war wirklich total schön, es war Es waren brechenvoll. verdammt viele, ne? Ich stand in der Schlange, ich musste 10 Minuten vor dem Toms Was? warten. Ich dachte, was ist denn hier los? Hattest du keinen VIP-Eingang? Leider nicht, aber da war genau der Moment mit dem Menschen ansprechen. Ich ging da so durch und war so, ach Mensch, hallo, hallo, hallo. Und dann sah ich, und dann war ich wieder getriggert, waren da 2 in einer richtig, richtig heißen Uniform. Ich wollte gerade sagen, Uniform oder Taktik. Stehen am Eins von Tresen beidem. und ich komme nur um die Ecke und bin wie festgewachsen und denkst so, okay, du willst sie ansprechen, aber du willst sie auch nicht ansprechen, weil ich fühlte mich sofort wie so ein Fanboy. Hallo, ich bin Alex vom Podcast. Naja, es passiert dann Folgendes, es kam der andere Alex, der Mr. Leather, Ja. und war einfach so, oh, ich mach das mal kurz für dich. Und auf einmal stand ich da und er so, guck mal, das ist Alex und er findet euch geil. Tschüss. Das ist gut. Und ich war Gleich so, noch viel unangenehmer. Das ist maximal unangenehm. ja, hallo, ich schäme mich. Ist das geil? Aber dann hatte man ein schönes Gespräch. So, es war total nett und da merkte ich wieder so, okay, diese Hemmschwelle, die man im Kopf hat, mit den Menschen ansprechen, die ist halt auch nur in meinem Kopf, weil auf der anderen Seite ist es ja nicht so, ich spreche jetzt ja nicht in Rubber irgendwie einen Menschen der Straße an, genau, der nichts damit anfangen kann. sondern Ja, ich ja. spreche in einer Mans-Only-Bar an einem Fetischabend, spreche ich andere Fetischmenschen an. Ja, Da wird man nicht auf Ablehnung stoßen. Ja. Deswegen, das war wieder so ein Moment, wo mir selber gezeigt hat, ja, man muss auch einfach mal selber über seinen eigenen Schatten springen und Kontakt dann auch aufbauen. Und es war wieder gut. Es war ein ganz toller Abend. Und deswegen, Die nächste ist kann ja ich bald nur- schon wieder, ne? Ist, Was gerade zufällig passt. kurzer April auch, ne? Am 24. April ist die nächste Schwarz und Eng. Die heißt, glaube ich, sogar anders. Jetzt irgendwie Gear Night oder so ähnlich? Nee. Nee, das So. ist, wir haben ja 24. April, das steht eigentlich am Ende drin. Ich weiß ja, Entschuldigung, was passt dir gerade? Okay, mein dann machen Gott. wir mal kurz einen Werbeblock. Liebe Menschen, wenn ihr noch nichts vorhabt, es steht das Hamburg Fetisch Weekend bevor. Hamburg Fetisch Weekend, 3 Tage lang, Freitag, Samstag, Sonntag, ist ja selbst erklärt. Nein, 4 Tage lang. 4, ich machte so, Okay, ja. Nochmal. Nochmal, hallo Menschen da draußen, es steht das Hamburg Fetisch Weekend bevor. 24., 25., 26. April, 3 Tage lang, Freitag, Samstag, Sonntag. 3 Tage lang. Ganz, ganz viele Sachen dabei. Wir haben zum Beispiel unter anderem die Schwarz und Eng ist mit dabei im Toms. Wir haben den Fetisch Pub Crawl, der auch an dem Wochenende stattfindet. Wir haben eine Party, die Die stattfindet. Balls im Lakova. Hallo, Grüße gehen aus Lakova. Auch mit dabei. Wir haben einen Fetisch-Flohmarkt, erst meins, dann deins, Gier verkaufen. Wir haben, war nicht sogar noch ein Kaffee trinken irgendwo mit dabei? Ich gucke hinter die Kamera, es ist so viel los. Wenn ihr erfahren wollt, was alles los ist, guckt ihr auf Instagram @HamburgFetischWeekend und habt alle Termine drin. Und es ist zwar nur 3 Tage, aber der 4. Tag, das große Opening, da haben wir uns überlegt, das machen wir. Wir treffen uns nämlich am Donnerstagabend, dem 23. April, im Toms am Tresen und machen dort eine Live-Folge im Geschichten Toms. aus dem Darkroom. Geschichten aus dem Darkroom mit Markus und mir und vor allen Dingen mit euch. Also kommt vorbei, Donnerstag, der 23. April als Auftakt in das lange Fetisch-Weekend in Hamburg. Es lohnt sich, in die schönste Hansestadt der Welt zu kommen und auch in der Hansestadt der Welt zu kommen und machen wir was draus. Können wir jetzt den Radiomoderator wieder ausschalten? So, ich musste aber Werbung machen und ich wollte es Danke. am Ende machen. Jetzt hast du aber Machst leider du noch schon... mal beruflich? So. Ja, ich sitze hier und trinke Sekt. So, ja. Weiter Tresen. im Programm. So, wo waren wir stehen geblieben? Wenn wir schon bei Hamburg sind, tatsächlich, ich hatte mir noch aufgeschrieben, es gibt in Hamburg auch eine Community, die Puppies Hamburg auf Instagram. Die machen auch regelmäßige Treffen im Toms, passt ja auch Ja. immer wieder. Ja. Da gibt es immer wieder Die Puppy Night. eine Puppy Night, genau, Ja. in Hamburg. Also auch für die, die den Hamburg-Anschluss suchen, ist das, glaube ich, ein guter Punkt. Dann gibt es zum Beispiel noch einen Verein in NRW, waren wir auch gerade schon dabei. Das sind die Puppy and Friends NRW. Die organisieren unter anderem die Gear Dance, die jetzt auch bald wieder ist. Ich glaube am 6. Juni. Da geht jetzt heute, wo wir veröffentlichen, der Vorverkauf los um 18 Uhr.
bisschen Werbung für zu machen. Ich war da ja noch nicht, vielleicht passt es ja zeitlich. Also tatsächlich auch hier kurzer Werbeblock, die Sommergier-Dance war bisher immer die schönste, weil musst du jetzt aber auch so machen, wie ich gerade den Werbeblock gemacht habe. Wir unterhalten uns einfach, ich bin kein Radiomoderator, verdammte Scheiße. Die Sommergier-Dance war bisher immer die schönste, weil die einen Außenbereich hat und die Location an sich einfach echt toll ist und ich glaube, ich will da hin. Also aber ich muss euch jetzt leider FOMO machen. Was? Ich werde zu der Zeit bei einem Roland-Kaiser-Konzert. Nein! Da muss ich zu Roland Kaiser. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Scheiße, jetzt müssen wir GEMA zahlen. Ich glaube, wir verlieren gerade Hörer. Ich möchte gehen. Schachmatt durch die Dame im Spiel. Halt die Fresse jetzt, Alex. Entschuldigung. Wir gehen zu Roland Kaiser zusammen. Ich wäre sofort Wir dabei. gehen erst zu G&Dance Dance und dann zu Roland Kaiser? Gut. Oder Okay. wir gehen mit Roland Kaiser zu G&Dance Dance? Perfekt. So, dann kann er da einfach im Garten Also wenn ihr singen. das schafft zu organisieren, dann habt ihr es auch verdient. Und dann haben wir noch eine kleine Korrektur tatsächlich. In einem der letzten Folgen sprachen wir vom Puppy Cologne. Und da haben wir wohl fälschlicherweise gesagt, dass es ein Verein ist. Ist es aber nicht. Hab ich mir jetzt sagen Das lassen. hast du gesagt. Bestimmt war das ich. Auf jeden Fall gibt es den Verein Rhein Puppy e.V. in der Region noch, falls jemand da im Bereich Köln, Ruhr Anschluss sucht. Und ansonsten generell die Empfehlung, schaut in dieses Instagram, dieses ominöse Internet. Da sind ganz viele. Tatsächlich findet man auch auf Google einfach relativ viel, wenn du irgendwie die Keywords eingibst, Puppy, Verein und dann den Stadtnamen dazu oder halt die Region, wo man wohnt. Ich glaube, da gibt es mittlerweile so viele, dass man Anschluss findet. Guck mal. Da braucht man nur irgendeinen Papi aus der Region ansprechen. Ja, oder so. Oder wenn man sich anschreiben traut und dann halt. sagst du, hey, wo findet ihr Anschluss? Und dann sag mir mal ein paar Gruppen. Dann bist du in zig Gruppen auf einmal drin, wenn man das mag. Ja, das geht super einfach eigentlich. Die Frage ist, wo man diese Telegram-Gruppen tatsächlich findet, weil du sagst auch Gruppen, die werden das sagen einem ja dann die Leute. Sagen die Leute oder Genau, das findet man auf Instagram dann auch verlinkt teilweise. Aber die Links dazu, um in diese Gruppen einzutreten, die findet man relativ schwierig im Internet. Ja, das ist relativ schwierig, die zu finden. Ja, also man muss schon Leute, wo man sagt oder sieht, die kommen aus der Region, einfach anquatschen und sagen, hey, wo finde ich solche Gruppen? Und dann wird man sofort in irgendwelche reingehauen. Okay. Ich hätte mich auch nie alleine getraut, jetzt auf einen Stammtisch zu gehen oder so. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt und habe mit Instagram angefangen und habe da Leute angeschrieben. Was mache ich jetzt oder welche Partys gibt's? Keine Ahnung. Und so oder man kann natürlich auch die oberste Instanz wählen. Also Usuma, tut mir leid, wenn ich dich jetzt damit voll spamme, aber das ist unser aktueller Puppy Germany. Und gibt es das auch? Das ist jetzt nicht seine Hauptaufgabe oder so. Ab heute viel Spaß. Der ist natürlich auch für Öffentlichkeitsarbeit, gerade rund um die Puppies. Und wenn man den mal anquatscht und sagt, hey, wo finde ich denn Anschluss in der Region, der Puppy Germany ist automatisch so vernetzt. Ja, oder klar. man schreibt die alten Puppy Germanys an, wie Finn, Tali und wie sie alle heißen. Sorry, ich wollte jetzt niemanden ausgrenzen. Gibt ja ein paar mehr wahrscheinlich. Genau, also und ich glaube, einfach anschreiben. Wenn man bei Instagram einfach in die Suche dann Puppy Germany eingibt, würde man findet wahrscheinlich man in der Regel schon den was, Dachverein oder falls es ein Verein ist, die Dachseite finden, die dann auch wählt oder wo er halt dargestellt wird wahrscheinlich. Genau, ich muss und dann jetzt selber die ehemaligen auch. Ich glaube Pubblade oder puppygermany.de oder irgendwie so, ich müsste selber nochmal nachgucken. Okay, aber da findet und da man auf gibt es jeden auch Fall eine genug Homepage, dann. da ist sogar ein Flyer mit drin, was cool. ist Pubplay etc. Also die Website hatte ich auch schon mal gesehen, das raussuchen. Profil ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Genau, das kann man noch in die Caption mit reinhauen oder so. Oder da gibt's genug, also da findet man Infos ohne Ende. Das ist gut zu wissen. Guck mal, haben wir schon wieder hier edukatives Format gemacht. Sendung mit der Kinky Maus. Ne? Sendung mit der Kinky Maus und den Schmutzwuffeln. Wenn wir doch schon beim Thema Vereine sind, kommen wir gleich zum Thema Öffentlichkeit quasi so ein bisschen. Genau. Es gibt ja immer wieder Schlagzeilen. Immer wenn die CSDs wieder losgehen, kommen diese ganzen Schlagzeilen. Grüße nach Bremen. So. Oder war es nicht Bremen? Es war Bremen, ne? Ja. Man hört solche Dinge mit, oder andersrum. Wenn man von CSDs spricht und gerade in der Kommunikation werden gerne Puppies in der Kommunikation verwendet, auf Fotos, auf Videos. Die Puppies stehen für, in Anführungsstrichen, keine Worte von mir, die Perversen auf den CSDs. Das sind die Fetischmenschen, obwohl die Ledermänner da ja auch rumlaufen, obwohl welche da in nur Gummi rumlaufen. Nur nackt. Oder nackt. Ja. Es werden leider immer auch die schon Puppies, gesehen beim CSD. Es werden immer die Puppies in den Vordergrund gestellt. Und dann geht es ja so weit, dass es dann heißt, es sind ja Masken, Vermummungsverbot, whatever. Puppy-Masken nicht erlaubt beim CSD. Schlagzeilen, die, ich möchte sagen, eigentlich jedes Jahr hochkochen und ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so alles kommen wird. Wird ja immer schlimmer. Die ersten Schlagzeilen sind jetzt ja auch schon irgendwie wieder da, wenn man rund um CSD schaut, was da so los ist.
Wie ist das bei euch? Habt ihr persönlich schon mal Anfeindungen gehabt, weil ihr eine Papi-Maske getragen habt? Habt ihr negative Sachen erlebt? Habt ihr vielleicht auch mal ganz positive Sachen erlebt? Aber erstmal so, gab es da schon mal was Persönliches so in eurem Umfeld, was euch da so aufgefallen ist? Ich habe da tatsächlich schon mittlerweile alles erlebt. Von Leuten, die selbst mit ihrem Kind so gekommen sind, so gib mal High Five oder wirklich Komplimente gemacht haben übers Outfit von Leuten, wo man es jetzt wirklich nicht gedacht hätte. Wo man schon dachte, oh nein, die feinden einen jetzt bestimmt gleich an. Aber auch das komplette Gegenteil. Ne? Ich wurde noch nie körperlich angegriffen, aber verbal natürlich kam schon der ein oder andere Spruch oder man wurde beleidigt etc. Ich meine, das kann mir ja alles egal sein. Ist nicht schön, aber ja, wenn sie meinen, sie müssten mich beleidigen, ist mir das ja völlig egal. So, ist ihr Problem, wenn sie nicht damit klarkommen. Aber grundsätzlich war es überwiegend positiv, muss ich sagen. Bis jetzt war es relativ positiv, gerade auf CSDs und so. Weil wer da hingeht, muss sich natürlich bewusst sein, dass das ein bisschen vielfältiger ist. Ja, definitiv. Also da bin ich auch mal so und sage mir, okay, klar, warum sollten wir es verbieten? Weil es ist nun mal ein Teil unserer ganzen großen Community. Das gehört einfach zu uns allen dazu. Und wer ganz bewusst sich dazu entscheidet, auf einen CSD zu gehen, der hat bitte mit zu rechnen. Also es gehört einfach dazu. Punkt. Ende. Es ist ein Teil von einer vielfältigen Welt bei uns gehört es einfach dazu. Ja. Aber schön, dass das Positive überwiegt. Das ist ja echt schön zu hören. Immer das Wichtige. Bei dir, Pantego? Bei mir ist eigentlich auch das Positive, dass das überwiegt. Aber ich bin ja fast überall mit Rubber unterwegs. Ich war in Rubber-Skifahren schon mal. Das hab ich gesehen. Insane. Ja. Ich war auf einem Volksfest in Rubber in Bayern. Was? Ja, in Auf der Wiesn? Straubing. Nee, In Straubing auf dem Volksfest da. Und da wurde ich auch von Jugendlichen dann in den Arsch getreten. Also das war nicht so schön. Also wirklich körperlich angegangen, tatsächlich. Ja. Da hatte ich sogar gar keine Papi-Maske auf. Ich war in Latex-Leggings und so einer Weste unterwegs. Eigentlich ganz cool tatsächlich. Ey, ich meine ganz ehrlich, die ganzen Zipfel da unten, ne? Die tragen Lederhose auf ihren Volksfesten und du trägst Rubber, ist doch scheißegal, welche Hose die haben. Also es ist unfassbar, ey. Also das war so das Schlimmste an Anfeindung, was ich bis Eine jetzt... ist Tradition, das andere ist was Neues. Ich weiß, ich darf das trotzdem mal plakativ hier sagen. Ja. Nee, aber meistens reagieren die Leute wirklich positiv, wollen Fotos machen und das blendet dann die negativen Sachen auch aus, bei mir zumindest. Du warst ja in Berlin vor 1-2 Jahren, ich weiß nicht, Folsom war es, glaube ich sogar, warst du ja wirklich am Brandenburger Tor in Full Rubber mit Hood unterwegs und hast Videos und Bilder gemacht. Ja. War dann, also das ist ja wirklich der Touri-Spot schlechthin in Berlin, wo es ja echt auffällt, wenn man damit rumläuft. Ja. Wie waren da die Ja, Reaktionen? da waren wirklich nur Leute, die Fotos machen wollten. Krass. Das war wirklich Da hättest du auch einen Teller hinstellen können und hättest Kleingeld sammeln ich können. hätte Geld einsammeln können. Da weil man als war wahrscheinlich Attraktion, das Attraktion wichtiger als wahrgenommen wird fast schon. Du wirst fast schon als Attraktion wahrgenommen ja, genau, dann in dem wichtiger Moment. als das Brandenburger. Das ist Pantego, das ist das Brandenburger Tor. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, es ist halt Berlin, ne? Egal, wo man sich da bewegt, man denkt, man ist jetzt im Rubber unterwegs mit einer Papi-Maske, man ist crazy. Nein, 5 Meter weiter ist irgendjemand, der noch ein bisschen gestörter oder verrückter ist als man selbst. Also das ist halt Berlin. So. Ja, ist ein Argument. Das ist wahr. Das Berlin. ist wie wenn ich jetzt hier in Buchholz, hier bei mir in Lidl gehen würde und jetzt so einkaufen gehen würde. Das würde auffallen. Die wissen vor allen Dingen alle, wer du bist. Genau, das ist das Schlimme. Genau, man würde mich auch einfach kennen. Wenn ich das in Berlin mache, da würde ich mich das sogar auch trauen. Also wirklich, wenn ich nicht der Einzige bin in der Gruppe, der Rubber anhat. Ja, das machen wir mal zu zweit. Wir gehen zu zweit Ja, Rubber dann machen wir ein einkaufen. Instagram live. Ja. Gut. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Machen wir. Weil da ist das nicht, gut, da weiß Hast du es überhaupt schon mal gemacht? Also in der Öffentlichkeit mit Rubber? Zum Also, CSD. ja, aber halt CSD, jetzt mal. Folsom Okay. und Co. Aber sonst nicht. Machen wir mal, wenn wir mal jemals in Berlin zusammen sein sollten. Eventuell haben wir unsere Kalender ja schon mal übereinander gelegt. Vielleicht Wer kommt weiß, da was da kommt. Ja. Ich hatte gerade noch irgendeine so eine Frage, die mir gerade noch kam zum Thema Anfeindung. Achso, sorry, leider off-topic, aber du warst Skifahren. Ja. In Rubber. Ja. Also ich habe das auf Instagram gesehen und ich dachte, also, was ist das für eine coole Socke? Was für Reaktion kam da drauf von den Menschen? Er hat es ja nicht gehört, der ist schnell vorbeigefahren. Ich war aber der du musst dich Schnellste auf der Piste wegen, wie der Weltrekord wurde ja auch in so einem halben aber du hast dich ja, aber du bist auf den Berg gefahren mit ganz normalen Skiklamotten. Aber unten deine Skiklamotten irgendwo in Spind gepackt, bist dann in den Sessellift und bist in Rubber da hoch? Es war eine Gondel. Ich habe das so eine Achterkabine, hatte meine normalen Skiklamotten drüber und habe die dann in der Gondel ausgezogen, in den Rucksack getan. Und da waren auch noch andere Menschen dabei? Nein.
Nein, Okay, nein. gut, ja. Die Gondel es war relativ früh am Morgen. Ja. Okay. Deswegen waren auch auf der Piste eher weniger Leute los, aber die hier da waren, haben immer so Wie viele Unfälle gab es wegen dir? Weil die Leute sich umgedreht haben. Das weiß ich nicht. Die Unfallstatistik schlagartig nach oben gegangen. Eine hohe Dunkelziffer. War eine schwarze Piste. Ja, genau. Nee, und dann bin, Also ja, im wahrsten Sinne von Ja. schwarz. bin ich 2 Abfahrten so gefahren und dann habe ich mich wieder umgezogen. Krass. Also möchte ich einfach sagen, ist eine geile Aktion. Ja, Mein schön. höchsten Respekt, Das wirklich. fühlt Also sich auch die sehr Videos. toll an mit der Sonne. Oh, Das ja. es war wirklich Ja. von der reinen Optik her, und ich bin da wirklich sehr ein Optikmensch bei Bildern Sehr und Videos ästhetisch. es war eines der ästhetischsten Videos in Rubber, die ich jemals gesehen habe. Wow, danke. Wirklich Ich habe auch Wahnsinn. tatsächlich überlegt, ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr wieder Skiurlaub machen. Ich hatte kurz überlegt, Tu's. einfach einpacken. Einpacken. Einpacken ne? schadet, das ist ja mein Motto. Haben ist besser als brauchen. So, immer mal Rubber mitnehmen in Urlaub, das schadet nie. Schadet. Hab Man ich auf kann es jeder ja gebrauchen. Geschäftsreise dabei. Also Ja, und damit du es nicht benutzen kannst. Richtig, schön. Das Schlimmste waren die Handschuhe beim Skifahren, weil das ist so kalt an den Händen, wirklich. Ja. Hattest du die Der Rest des Rubberhandschuhe Körpers an? Ich nicht. hatte Rubberhandschuhe an, offensichtlich. Sonst passt das Outfit. Ja, das stimmt. Skihandschuhe Krass. dazu wären irgendwie auch doof Krass, gewesen. okay, ja, heftig. Gut. Wild. Haben wir das auch geklärt? Ich musste leider einmal abschweifen. Wir sind noch bei der Öffentlichkeit noch. Wir Ja. hatten da noch, tatsächlich, gibt es bei euch Erfahrungswerte, Unterschied Stadt-Land mit der Akzeptanz von Puppies? Ich meine, jetzt Berlin und München ist jetzt da nicht die ganzen Vorzeigebeispiele. Also im positivsten Sinne Vorzeigebeispiele, weil da ist es natürlich mehr akzeptiert als jetzt am Land. Du kommst ja aus dem tiefsten Süden, wie wir gelernt haben, aber da ist Puppy bei dir erst losgegangen. Das heißt, da gab es noch keine Erfahrungswerte mit am Land? Nee, also da kannte man das noch nicht so wirklich und beziehungsweise selbst jetzt ist das da unten, würde ich sagen, noch nicht so verbreitet. Man muss wirklich leider sagen, dass gerade der Süden von Deutschland, Bayern, Baden-Württemberg, gerade die ländlichen Gebiete, das würde ich mich so nicht trauen dort. Ja, und der rechte Teil von Deutschland. Genau, man quasi. muss das einfach, ja gut, davon sehen wir mal ganz ab, so das ist halt immer noch sehr kritisch, ne? Weil gewisse Politik da auch vorherrscht. Ich glaube, da hat man es dann wirklich noch schwieriger. Also ich würde mich tatsächlich bei einem CSD im Osten, würde ich mich, glaube ich, weder in Rubber noch in Hood trauen, weil es ja da auch so viele Anfeindungen mittlerweile gibt. Es ist schon sehr schwierig geworden, was sowas angeht, aber ich finde genau, ja, natürlich will man sich nicht einer Gefahr aussetzen, aber ich finde genau deswegen ist es umso wichtiger, da jetzt auch einfach Präsenz zu zeigen, zu sagen, hey, wir sind hier und wir lassen uns nicht vertreiben. Ja. Es ist schade, dass es dann wirklich zu solchen Ausschreitungen kommt, aber Ich glaube, wenn man dann wenn man wiederum die nicht Geschichte alleine betrachtet, ist. war es schon früher so, ne? Dann haben sich bei einem CSD die Queren, Schwulen, wie auch immer, mit denen, die dagegen waren, auch körperlich auseinandergesetzt. Das ist schade, aber momentan wirkt es wirklich so, dass wir in so eine Zeit zurückkommen. Und ich hoffe es wirklich nicht. Ich hoffe es Aber auch wir nicht. müssen einfach zeigen, dass wir da sind. Dann ist aber tatsächlich wenn du auch gerade jetzt im Bereich Puppy unterwegs bist, und dann geht es ja bei den CSDs oft auch wieder um Vermummung und so weiter. Und ich finde trotzdem, dass man mit der Puppy-Hood ja immer noch mal mehr auffällt, als wenn man jetzt nur irgendwie ein anderes Fetisch-Outfit anhat, weil es halt einfach so unüblicher ist, noch, sage ich mal, mit einer Hood rumzulaufen. Und das ist natürlich Zielscheibe dann für Leute, die da stänkern wollen. Ich glaube, da hilft es dann sehr, dass man halt nicht allein unterwegs ist. Ne? Also, dass man in Rudeln, wie man so schön sagt bei euch, oder in Gruppen unterwegs ist. Ja. Einfach, weil man dann einfach die Masse hat, dass jemand nicht einen Einzelnen rauspicken kann und da vielleicht irgendwie körperlich angehen kann. Also von daher der Tipp, glaube ich, auch bei den CSDs mit Hood, bei den CSDs, wo es erlaubt ist, entsprechend dann eher in Menge unterwegs zu sein. Vielleicht. Oh, sorry. Ich weiß nicht, ob das ein komischer Vergleich ist, aber die Leute sagen ja immer so bei den Hoods, Fetisch in der Öffentlichkeit, das sollte verboten werden. Aber wenn jetzt jemand in einem Spider-Man-Kostüm rumläuft, ist es okay. Aber ich glaube, dass es mehr Menschen mit einem Spandex-Fetisch gibt, als mit einem Puppy-Hood-Fetisch. Das ist ein spannender Vergleich tatsächlich. Also, Ich finde, da kommt man auch auf so einen Punkt zurück, den wir vorhin so ein bisschen angeschnitten haben mit der Sexualisierung. Das Ganze kommt ja aus dem Dog-Slave-Play und auch ein Hetero wird sowas kennen. Und genau deswegen wird es auch noch so sexualisiert. Die sehen uns in unseren Puppy-Masken und das ist sofort sexualisiert. Der macht irgendeinen ekligen Fetisch, der nur mit Sex zu tun hat. Ist es ja nicht, wie wir gelernt haben. Es ist ja mittlerweile, es kann auch non-sexual sein. Bei vielen. Ja, genau. Und Also diesen zum Beispiel, Headspace wenn wir kennen uns- viele nicht. Wenn wir uns Ja. Furries angucken, Furries sind das komplette Gegenteil. Das ist genauso ein Fetisch und der kann genauso sexuell sein, habe ich gehört. Dazu mehr im August. Auch da haben wir eventuell schon was geplant. Aber da würde niemand was, oder in den 99% der Fälle würde ich sagen, würde da niemand was sagen, weil wenn Eltern mit ihren Kindern, die jetzt auch ein bisschen konservativer eingestellt sind, einen Furry sehen, dann sind die so,
dann kommt in den Kopf, das ist ein Maskottchen oder so. Also das ist was ganz anderes. Da haben die kein Problem. Sofort die gefühlt Foto machen. nicht sofort. Ja. Genau, und bei einem Papi ist es leider so. Das ist tatsächlich ein guter Vergleich, sowohl aber auch tatsächlich der Spider-Man ist wahnsinnig gut der Vergleich, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe auch so einen Spider-Man-Spandex-Suit und egal, ob du den mit oder ohne Maske trägst, du bist immer ein Magnet für die Menschen. Weil das ja irgendwie was aus den Filmen ist, das kennt man, das verknüpft man auch mit Karneval und mit Fasching. Dadurch ist es da auch wieder okay. Und selbst wenn du die Maske mit aufhast, mit diesen Spider-Man-Augen, wo man dich wirklich klar nicht erkennt, ist es doch voll okay, die Leute wollen Bilder machen. Ja. Also das ist, aber das ist total diese zwei Maß sind doch total bekloppt. Ja. Obwohl theoretisch genauso da eine sexuelle Absicht irgendwie im Schlafzimmer auch vorherrschen könnte in diesem Outfit. Der hat einen Zipper im Schritt. Das wissen die Leute einfach nicht. Das ist wirklich das Mindset der Leute. Ne? Ja. Das ist einfach von Grund auf verurteilen. Hallo, genau deswegen machen wir diesen Podcast. Ja. Aber jetzt das Thema sexuell und non-sexuell. Das ist ja die nächste Kategorie. Jetzt haben wir ja wirklich darüber gesprochen, dass Pubplay ja ganz viel non-sexuell sein kann. Aber es kann ja auch sexuell sein, oder? Auf keinen Fall. Dazu kann euch Marlon mehr. Also vielleicht erstmal, wie ist das bei euch? Ist es für euch etwas, was rein non-sexuell ist? Oder ist es auch etwas, was bei euch auch im Schlafzimmer für Horny-Momente mit dabei ist? Und wenn ja, was geht denn da so? Wie läuft das denn da so ab? Ich habe das wahrscheinlich so 70% non-sexuell und 30% sexuell. Mhm. Also, was geht dann ab? Ich verknüpfe das dann immer mit Bondage zusammen oder so, weil ich dann mit der Maske auf habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie nicht auf meinen Gesichtsausdruck oder so achten muss. Da kann ich mich besser irgendwie fallen lassen in diesen Headspace. Als Sub dann zum Beispiel. Sub-Pantego. Ich bin Dom-Tego. So. Manchmal. Was wollte ich gerade sagen, was genau ist er jetzt wirklich? Das ist ja für mich auch mal sehr entscheidend. Switch, aber Switch, so eher so 70% Sub. Ja, okay, dann ist okay, dass wir uns kennengelernt haben. Die 30% reichen dir aus, ja. Ne? Ja, weiß ich gerade noch nicht. Okay, ja doch, bei dem Blick vielleicht auch. Ja. Nee, genau, das benutze ich dann so zum Abschalten. Aber die Hut ist für dich dann ja kein sexueller Fetischgegenstand, sondern ein Mittel zum Abschalten eigentlich, eher in den Headspace zu kommen. Also wenn du die Hut aufsetzt, wirst du es nicht horny. Darauf will ich hinaus. Weil sonst könntest du sie nicht 70% non-sexuell tragen. Unbedingt, aber manchmal, wenn man dann so zusammen irgendwie auf der Couch kuschelt und sich so bubt, keine Ahnung, dann kann ich schon manchmal horny werden. Ja, okay, weil man dann auch eng aneinander liegt oder halt sich näher kommt einfach. Ja, okay, spannend. Mhm. Bei dir? Nächster. Ja, also ich muss mich da tatsächlich seiner Meinung anschließen, das ist ähnlich. So, es kann für mich einen absoluten non-kinky Charakter haben. Ich kann einfach mich auf die Couch legen als Papi, kann ein bisschen kuscheln, mich annähern oder auf Events, dass man mit Leuten besser sozial in den Kontakt treten kann, etc. Aber genauso gut kann es auch sexuell werden. Ne? Ich gehe dann auch in die Richtung Dog-Slave-Play, nur halt in vielleicht ein bisschen süßerer Variante. Aber für mich ist das dann auch ähnlich. Also sexuell gehört das auch mit dazu. Tragt ihr dann andere Masken auch oder ist es dann eigentlich the one and only beim Sex? Also Rubber-Masken, was auch immer? Jein, also für mich gibt es da tatsächlich auch nochmal so eine Abgrenzung für den Headspace. Ich habe noch eine Maske für die es kennen, von Wet Hot Rubber. Das ist, die sieht so ein bisschen mehr, die geht mehr in diese Richtung für dieses Dog-Slave-Play. Die ist aus Rubber und wirklich ein bisschen, die hat nicht diesen süßen Charakter schon, sondern mehr diesen devoten Charakter. Und wenn ich die aufhab, dann gibt mir das auch ein komplett anderes Mindset. Hier bin ich einfach kommunikativ, bin lustig drauf. Sobald ich die Maske aufhab, bin ich hyperaktiv. Bin einfach witzig drauf. Aber wenn ich die Maske aufhab, verfalle ich sofort in so einen Subspace. Ja. Spannend. Gibt es hier auf irgendwelchen Bildern? Ich bin nur, also du kannst mir im Nachgang zeigen. Ja, aber ich habe sie selten getragen, aber weil sie wahrscheinlich auch immer im Schlafzimmer bleibt. Ich habe bei Blackstyle auch schon mal welche rumhängen sehen, die halt wirklich deutlich aggressiver sind oder aggressiver im Sinne von weniger süß, wie du schon sagst, die dann auch ein Halsband gleich dabei haben, die du irgendwie an den Hals locken kannst. Und ich glaube, da geht es dann wirklich ganz stark ins Spielen. Also ins sexuelle Spielen. Auf jeden Fall. Für jeden gibt auch unterschiedliches Material einen ganz anderen Charakter. Also Rubber kann für viele auch sofort was Sexuelles sein. So, dass sie nicht einfach nur tragen als Mode, sondern die dann sofort in so einen Headspace schlüpfen, wenn sie schon das Rubber anhaben. Wenn wir schon beim Material sind, ich gehe jetzt kurz von sexuell, non-sexuell weg, spannend, weil die meisten Hoods oder eigentlich fast alle sind ja aus Neopren, ne? Wisst ihr, woher das kommt? Oder was das für einen Grund hat? Gute Frage. Ich glaube einfach, dass der Hersteller, also Mr. S macht die ja
einfach ein gutes Design getroffen hat, was mit vielen Leuten sympathisiert, weil sie einfach süß aussehen. Ja. Ich glaube, es gibt keine andere Maske, die so ein süßes Gesicht erzeugt. Die ist weit verbreitet. Ja. Und sie lässt sich einfach pflegen. Alternativ, die jetzt auch viele haben, finde ich, ist eine von For Fun Store. Eine Rubber Hood mit diesen Floppy Ears. Habe ich auch schon gesehen. Aus Rubber dann? Ja. For Fun ist ja aus Bangkok, ne? Genau, Der ja. Store. Ja. Das wäre, glaube ich, was für mich. So eine Rubber-Hood würde ich ja bei mir sehen. Ja. Aber tatsächlich, glaube ich, ist die Neopren auch, gerade wenn man sie jetzt also 70% non-sexuell ja eher mehr trägt, ist die, glaube ich, trotzdem angenehmer, weil Neopren etwas atmungsaktiver ist, als Rubber ist. Es war dann, also ich mit Rubbermasken schwitze schon deutlich mehr als mit Neoprenmasken. Weiß ich jetzt Nein? nicht, aber Okay, falsche also so Annahme viel von mir. atmungsaktiver ist das nicht, man schwitzt genauso. Schade Schokolade. Und man hört nichts mehr. Also Was? weniger wegen den... Ja, aber du hast auch keine Hörlöcher. Nee. Also wir hatten mal kurz vor der Aufzeichnung uns drüber unterhalten. Also für alle, die jetzt noch nicht ins Video geschaltet haben, ihr solltet einfach mal zwingend drüber wechseln. Hier sind 4 Leute in Rubber. So. Oh. Also Marlon, du hast ja kleine Hörlöcher, die da Ja, reingestanzt genau. Also wenn sind. man sich zum Beispiel eine Custom oder so Ja. bestellt, kann man die einfach mit dazu buchen. Oder man geht zu Mr. S auf der, weiß nicht, ob der Folsom sind die? Nee, keine Ahnung. Aber auf der Darklands zum Ja. Beispiel oder so, irgendwo, wo die halt vertreten sind, geht man einfach an den Stand und sagt so, ich will die Löcher da haben. Dann haben die eine Schablone, zack, zack. Geil. Oder wenn man so mutig ist, macht man es einfach selber. Oh, Nee, das würde ich mal nicht. Also schwierig. An hätte sich immer Angst, dass machen ich die den auch kaputt nicht mache. anders, aber Einfach mit man einem denkt Loch- sich mit immer, einem der Locher Hersteller von der macht schon Firma. richtig. Einfach zwischen den Locher der Firma legen und einmal durchlochen. ja, genau. Gar kein Thema. Wenn was schief geht, geht's auf die Firma. Ja, Haftung genau, das ist die und Firma so, schuld. ja. Und dann hängt der Locher da dran, weil er sich festgeklemmt hat und hast immer so ein Locher am Ohr. Das Frag ist, mich mein Chef, super. was ich da gelochert habe aus Neopren. Gute Idee für die Firma. Ja. Tatsächlich hatten wir jetzt ja die Sexualisierung hatten wir wegen CSDs schon eigentlich ganz gut Ja. abgeleuchtet. Es gibt ja auch noch anderes Pet-Play. Gibt es da irgendwie eine Art Abgrenzung auch zu? Ich meine, wir wurden jetzt auch schon oft angeschrieben, weil auch da ja, da gibt es ja ganz viel noch in andere Richtungen. Auch das gibt sexuell und non-sexuell. Wird das oft verglichen dann auch in der Öffentlichkeit, wie wir es ja gerade schon hatten, im Sinne von Puppy-Hoods gehen eher in dieses sexuelle Vielleicht- Master-Slave? Vielleicht dazu noch mal eine so eine These, Oh, ja, bitte. die ich mal von meiner Mutter mitbringe. Jetzt. Meine Mutter sieht ja auch, also die folgt unserem Podcast auf Instagram, sie folgt meinem Fetischprofil auf Instagram, meine Mutter folgt unserem WhatsApp-Kanal und meine Mutter sieht immer, wenn der Podcast etwas macht, sie hört nicht aktiv die Folgen, weil meine Mutter einfach generell kein Podcast-Mensch ist, aber das ist schon ein Gesprächsthema. Und tatsächlich meinte meine Mutter auch, dann macht ihr auch so eine Folge jetzt mit den Hunden. Wow. So, das sind jetzt erstmal so Sachen, die natürlich jetzt so einfach so rausgehauen werden. Meine Mutter ist jetzt noch nicht 60. Nein, meine Mutter ist noch nicht 60. Sie wird in 1 oder 2 Jahren 60, dass man sie mal alterstechnisch einschätzen kann. Dünnes so. Eis. Ja, genau, ich merkte auch gerade. Hallo Mama von Alex. Ich sah mein Erbe auch einfach gerade ganz weit weg. Aber sie sieht natürlich aus wie 30. Müssen wir uns nichts vormachen. Ja, jetzt versuchst du dich zu retten, So, ne? aber darum geht's ja gar nicht. So, auf jeden Fall, genau, meinte sie, ja, da macht ihr bestimmt auch eine Folge mit diesen Hunden. Und dann ich so, ja, das wird bei uns auch ein Thema werden. Und sie so, ja, aber warum? Ich habe das ja auch auf dem CSD gesehen. Warum machen die das? Also sind das so welche, die im Schlafzimmer dann wie Hunde ficken? Als These rauskommt. Und dann sitzt man meiner Mutter so gegenüber und denkt sich so, ja, okay, ich trinke erstmal ein Glas Wein und dann überlege ich, wie ich darauf antworten soll. Weil natürlich, was heißt natürlich? Meine Mutter geht da halt einfach sehr systematisch ran und sagt, okay, das ist ein Fetisch, da wird Sex mitgemacht, die verkleiden sich wie Hunde. Verkleiden, auch da ja so ein Wort, was sie dann in den Mund genommen hat, wo sie auch zu mir sagt, naja, so wie du ja auch mit deiner Verkleidung in Gummi rumläufst. Ich so, naja, und dann meint sie auch zu mir, ja, okay, aber hast du dann auch Sex nur in Gummi? Und ich so, nee, habe ich ja auch nicht nur. So, da vermischt so viel und das ist dieses Schubladendenken von Fetisch gleich Ficken, gleich verhalte dich so, wie dein Fetisch aussieht. Das heißt, Motorradfahrer haben nur auf dem Motorrad Sex, das heißt, Puppies haben nur wie Hunde Sex und Gummileute, Ja, ja. erzähl Und mal. da habe ich dann gemerkt, dieses Schubladendenken geht nicht auf. Ja. Ordnet das doch mal irgendwie. Das war jetzt auch gar keine Frage, merke ich gerade. Aber sag doch Fickt mal ihr- was fickt dazu. ihr wie Hunde. Genau, fickt ihr wie Hunde. Viele haben ja auch die Vorstellung, dass die Puppies nur auf allen 4 Beinen rumlaufen Genau, draußen und Und dann aus dem Napf essen. trinken. Genau. Richtig, ja. Und es gibt sicher Leute, die das machen, kenne ich auch ein paar. Aber ich glaube, der Großteil ist so eher der Social Headspace Pub.
Social Headspace Pub. Ja. Würde ich so beschreiben, ja. Ja. Und ja, ich habe zum Beispiel gar keinen Analverkehr, also ich könnte gar nicht wie ein Hund ficken. Ja. Nee. Habt ihr, wie gesagt, von auch zu anderen Pet Plays noch irgendwie Vergleiche? Wir sprachen Genau, über Furry so im kam ich Voraus dann mich tatsächlich so gerade ein auf bisschen, ja. Petplay, ja, das ist, ja. Es gibt ja auch noch Pigplay und Ponyplay. Ja, Ponyplay gibt's auch noch. Ja, genau. aber das sind tatsächlich Fetische, die auch wirklich, also aus meiner Erfahrung, ich habe das selber noch nicht gemacht, aber die das schon wirklich so leben. Also gerade zum Beispiel dieses Ponyplay, dass man dann diese Maske, das ganze Gear anzieht, auch dieses Geschirr und viele, die dann, das habe ich tatsächlich sogar eher im Hetero-Bereich erlebt, die dann quasi ihre, was ist das so, wie so eine kleine Kutsche ziehen? Oder Ja, das habe ich auf den CSDs schon gesehen tatsächlich. Ja. Auf dem Genau. CSD Hamburg gibt es ein Pärchen. Ja. Die sind da Mann schon und Frau, seit glaub ich. Mann Jahren und Frau, dabei. glaub Genau. ich, ne? Und der Ja. Mann ist vorne das Pferd Ja. und die Frau fährt auf dieser Ein-Frau-Kutsche, nenne ich sie Ja, jetzt ja. mal. Und fährt durch die Gegend. Und bei 35 Grad gefühlt ist der mit diesem Der ist riesigen Vollmontur, Kopf ne? und Maske Ja. und alles. Und ich denke mal so, Alter, das ist sehr, sehr gigantisch. Also Ja. finde ich auch da wieder Ja, Ästhetik. Also und auf was das kosten muss, das Outfit. Aber das ist sehr wahnsinnig das können wir teuer, uns ja. alle jetzt hier vorstellen. Aber es sieht einfach unfassbar beeindruckend Da aus. ist es stimmt. auch non-sexuell dann zum Beispiel eher wieder, wenn die da, das ist ja eher dieses Genau, Unterwürfige da geht wieder, es ne? halt wirklich um dieses in diesen Charakter schlüpfen, so Ja. wie wir als Puppies halt in diesen Headspace schlüpfen, machen die das dann halt als Pferde, Ja. keine Ahnung, Pigs. Pigs. Aber ich glaube, das ist, also ohne denen zu nahe zu treten, ist es deutlich ernster als Pubplay bei diesen Petplay-Geschichten. Bei vielen anderen Vielleicht. Pet Plays. Ich Zumindest glaube, ich mit den glaube, Pferden habe weil ich es das schon so einfach nicht so wahrgenommen. verbreitet ist, Ja. wirkt Ja. es bei den Vereinzelten, die das machen, einfach ernster, wie du das sagst. Weil man's nicht so oft bei sieht Puppy auch. ist einfach so, Ja. ohne das jetzt böse zu sagen, aber so Mainstream geworden. Ne? Das macht mittlerweile ja gefühlt jeder. Oder es ist so ein Einstieg ganz oft auch einfach. Genau, das hatten genau. wir ja das auch ist schon. ein leichter Einstieg, weil einfach Ja. die Community so groß ist. Geht man am ehesten wahrscheinlich auch dahin. Ja. ist Man meine läuft dem ja Vermutung. zwangsläufig über den Weg mittlerweile. Wenn man in die Fetischwelt einsteigt, Man dann kommt kommst auf du einem um Papi Event nicht kaum mehr noch drum herum. drum rum. Also es geht Genau, gar nicht. es ist einfach so. Ich habe von dem Artikel noch wenn wir schon mit dem Thema Headspace wieder sind, noch ein schönes Zitat, das ich mir rauskopiert habe. Inzwischen ist Miles Teil von Max, eine Art zweite Persönlichkeit. Mit dem Aufsetzen der Maske komme ich in ein ganz anderes Mindset. Ich vergesse den Alltag und lasse das, was in der Welt passiert, für ein paar Stunden hinter mir. Ich verhalte mich dann auch ein bisschen anders. Am Ende ist es eine Art Rollenspiel, obwohl ich keine Rolle spiele. Ich bin ja dabei selbst ich. Es ist schwer, das zu beschreiben. Aber fühle ich tatsächlich. Kann ich auch 1:1 bestätigen. Ich kenne ja nun mal beide Persönlichkeiten quasi von ihm. Ja. Und tatsächlich verhält man sich dann doch ein bisschen anders. Habe ich gestern Abend ja auch mit dir gemerkt. Also auch ich war selber über mich erstaunt, dass ich mich da fallen lassen kann. Irgendwie. Natürlich noch in einem sehr kleinen Rahmen, aber man merkt irgendwie, dass es was mit einem macht. Ja. Beschreibt es irgendwie ganz, ganz schön. Und du hast auch noch einen Punkt darunter, sexuell, non-sexuell, Unterschiede, beziehungsweise sind Puppies immer unterwürfig als Sub. Sexuell, Als Sub. Also es sind Puppies, Also- meine also- Annahme war, es sind also Puppies Sub, eigentlich genau, immer so, Subs ja, genau. sozusagen. Genau. Also die Welpe, die ich habe vom Händler- tatsächlich auch schon sehr dominante Puppies kennengelernt. Das ist dann immer der Part, wo ich mal denke, so, okay, jetzt wird's leider, was heißt leider, jetzt wird's sehr interessant auf einmal. Jetzt sind wir im Gespräch. Und genau das zeigt einfach wieder, das, wo wir jetzt ja auch gerade immer wieder so ein bisschen drum herum kreisen, sexuell, non-sexuell, was passiert da, Vermischen von verschiedenen Fetischen, das alles kommt ja zusammen. Es ist wieder da, es gibt keine Schublade, wo es reinpasst. Und das finde ich so unfassbar interessant. Also, ja. Aber es war trotzdem eine Frage tatsächlich dahinter noch. Weil du redest und redest und redest. Ach so, ja. Gibt es denn eine Mehrzahl an Puppies, die eher Subs sind, weil sie halt eher in dieser Rolle unterwürfig sind? Oder dass die Rolle so ein bisschen vielleicht auch so vorgibt, jetzt mal steil gesagt? Oder wie ist da euer Erfahrungswert? Ich denke, wie bei jedem Kingstar oder in dieser ganzen Community gibt es deutlich mehr Subs als Doms. Erst ein Argument Immer. tatsächlich, Ja. vielleicht auch daher die Annahme. Ja. Tütüm. Aber bei den Puppies, ich glaube nicht, dass die Puppies jetzt generell mehr Subby sind, sondern dass es einfach daran liegt, weil die ganze Community eher Subby ist. Was Well, Leider. Argument. Ich habe da jetzt auch keine Zahlen zu, aber der eigene Erfahrungswert ist, würde ich auch tatsächlich sagen, so wie Pantego sagt, es gibt einfach mehr Subs als Doms. Aber das ist eher der Querschnitt durch die Community und nicht explizit jetzt mit Puppy Ja, nee, eben nicht verknüpft. explizit auf den Fetisch. Ja, okay. Aber mein Erfahrungswert ist, dass es auch einige Doms gibt in dieser Community, definitiv. Okay.
Das ist gut zu wissen, ne, Alex? Das ist sehr gut zu wissen. Finden wir toll. Wenn wir schon beim Thema viele Puppies und einfach ein Querschnitt, ich habe auch das Gefühl, perfekte Überleitung zum nächsten Thema, bei Events ist es mittlerweile ja auch einfach eine Überzahl einfach, ohne es jetzt wertend zu meinen, aber es ist einfach was man viel mehr sieht als jeden einzelnen anderen Fetisch einzeln gerechnet. Und dadurch ist ja im Endeffekt irgendwie auch jede Fetischparty automatisch puppy-friendly oder halt für Puppies da, aber es gibt natürlich auch explizite Events dafür, wo du halt dann natürlich eher, wenn du dich der Community angehörig fühlst, wo ich zum Beispiel so ein strugglen würde hinzugehen, da explizite Partys für. Ich habe mir mal die Puppy Park zum Beispiel notiert in Mannheim, die ist ja, glaube ich, alle Vierteljahr. Ja, 4-mal im Jahr ist die meine, glaube ich, fast Lieblingsparty sogar für Puppies, weil man da einen riesigen Dancefloor hat, man hat einen riesigen Social-Bereich und dann unten auch noch einen Darkroom, falls man was machen will, was jetzt bei der Gear & Dance zum Beispiel gar nicht das Thema ist. Ja. Ja, da bin ich wirklich sehr gerne. Dann gibt es im Quellgeist ja noch die Wagging Tales. Ich glaube, die ist auch viertelhalbjährlich oder sowas. Ja, genau. Also die ist eigentlich auch natürlich fast nur für Puppies oder halt für die Händler dazu. Die müssen dann natürlich keine Puppies sein unbedingt, aber die ist natürlich logischerweise sehr Puppy überlaufen. Also es sind dann irgendwie 300 Leute in kleinstem Raum, irgendwie roundabout sowas. Das ist schon ziemlich cool. Finde ich persönlich auch. Ich war einmal dort, bin einmal mitgegangen tatsächlich. Ich bin auch, glaube ich, den ganzen Abend ohne Hut rumgelaufen, weil ich halt einfach dann mitgenommen wurde. Ja, aber ich habe mich, ohne Witz, halt wirklich fast schon unwohl gefühlt, weil ich mich halt unpassend fand an dem Moment. Weil ich halt auch noch nicht so weit war zu sagen, ich trage die Hut jetzt an dem Abend oder ich fühle mich in der Community wohl, weil ich halt selber da nicht so weit war. Also da ist es dann eher so fast der Punkt zu sagen, ich lasse den Platz dann doch lieber jemand anderes für diese Party, weil die doch sehr, sehr schnell ausgebucht sind immer, ne? Also da hat man in der Regel nicht viel Zeit. Es wird announced, wann das Datum ist zum Tickets oder Reservierungen da machen und dann ist das relativ schnell ausgebucht, weil die halt so populär ist. Das ist irre. Und dann gibt es ja noch die Animals. Die ist auch in Berlin immer regelmäßig, ne? Die ist ja auch... die deutsche Variante jedenfalls davon, ja. Genau, und dann gibt es jetzt aktuell, glaube ich, sogar in Manchester eine. Ich glaube tatsächlich in Manchester ist die Original. Also genau, da kommt das eigentlich her. Der Veranstalter ist meines Wissens nach auch da aus Großbritannien, der die hier nach Deutschland gebracht hat, hat sich mit ein paar Deutschen zusammengetan und dann haben die halt eine deutsche Variante davon. Die ist auch in Berlin, die Animals, ne? Genau, häufig die ist meistens in der Berghain-Kantine. War jetzt einmal zur Folsom im Metropol. Fand ich tatsächlich mit am coolsten. Warst du da? Ich war da, allerdings nicht lange, weil ich das Outfit vielleicht ein bisschen zu heavy gewählt habe. Darf ich fragen, was du zu heavy gewählt hast dran? Also tatsächlich den Suit, aber dann halt plus alle Kaffesseln, die ich besitze. Also Harness, Bellybelt, Oberschenkel, alles, was halt ich besitze. 5 Kilo on top? Nochmal 8 Kilo drauf. 8 Kilo, okay. Und dann den Carrara dazu. Ja. Also ich habe da keine 2 Stunden durchgehalten, dann war ich durch. Alter. Aber heiß. Aber ist ein Outfit, ist eine Ansage. Ja, aber ist halt nicht so zum Tanzen gemacht. Da bewegt man sich dann so ein bisschen wie so ein Roboter. Ja. Geil. Aber Spannend. es sieht doch wirklich heiß aus tatsächlich. Also die Bilder sieht man auf seinem Instagram-Account, auch verlinken wir dann ja noch mit der Folge. Ja. Das Vollmontur-Outfit ist schon... Hat was. Und auch, da ist ein Kleinwagen. Ja. Ja, da reden wir lieber nicht drüber. Das war das mit dieser Insolvenz, ne? Ja. Oh. Fallen euch noch mehr Partys ein, auf denen ihr schon wart zu dem Thema? Weil das waren jetzt die Sachen, die ich mir notiert habe oder die ich im Kopf hatte. Also wenn's Puppy-spezifisch jetzt nicht so wirklich, aber man sieht es ja überall. Gear & Dance, Folsom, Easter. Ja, ist ja überall erlaubt. Also ist eigentlich erlaubt jede überall. Party, die es so gibt in Deutschland oder auch Umland, die sind eigentlich immer alle, sie sind nicht Puppy-spezifisch, aber es sind immer Puppy-friendly, also der Klar. Großteil. Selbst wenn ich auf eine Gearblast gehe, die in Karlsruhe immer, jetzt dieses Jahr ist sie mal nicht in Karlsruhe, aber die zieht jetzt um nach Bonn, Nähe Bonn irgendwo, glaube ich. Okay. Aus den Gründen weiß ich jetzt auch nicht, aber die ist wirklich so Gearhead-technisch Nonplusultra da. Von Kopf bis Fuß musst du da in Gear sein und selbst da hast du haufenweise Das wäre was für mich. Die ist wirklich toll. Ja. Es ist wirklich eine gute Veranstaltung. Liebe Organisatoren der Gearblast, wenn wir beide mal einen Ausflug nach Bonn machen sollen, So. Wann für ist rein die denn? redaktionelle Zwecke. Ende Oktober. Ja, immer letztes Ende Oktober. Oktoberwochenende, glaube ich. Ja. Ich gucke da mal in die Regie, da gibt es große Augen. Ob man mir das mal in meinen Kalender schon mal eintragen könnte. Es ist relativ schwierig, an Tickets zu kommen tatsächlich. Ist auch schwer. Ja, aber diesmal gibt es mehr Plätze wegen der neuen Location. Ah,
Wann ist denn Wir der teilen uns auch einen Platz. Wenn irgendjemand rausfinden könnte, wann der Vorverkauf ist, ich würde mich über eine Info freuen. Vielleicht ist es eine Option, da mal hinzugehen. ja. Unser riesiges Redaktionsteam dahin, bestehend aus 100 Menschen, ist jetzt schon Publikum. am Arbeiten. Ja. Wir machen einen Klassenausflug, Schwarz und Eng Klassenausflug. Das wäre schon witzig. Das wäre schon witzig. Wir könnten hier aus der Firma so einen 8-Sitzer nehmen und dann haben wir so einen Partybus. Fahren wir mit dem dahin. Ja, ich wäre dabei. Wundervoll. Oh, Im Partybus passt nichts ich rein. krieg aus der Regie, genau, kriegen wir gerade die Info. Ja, doch, das passt schon. Ja, Wenn das- nur 2 Personen fahren und der Rest nur Gier ist, dann passt das doch. Ich glaube, so muss man zu so einer Veranstaltung auch planen. Ja. Ja. So Hälfte Auto ist Leute und die andere Hälfte ist Gier. Mindestens die Hälfte ist Gier. Genau, eigentlich mehr als die Hälfte. Finde ich super. Ja, also bitte Reminder an mich selbst. Wird schon eingetragen. Das ist super. Das vorbildlich. funktioniert doch hier. Bester So Mitarbeiter. gute Sekretäre. Ja, Mitarbeiter des Monats, muss man dazu jetzt auch sagen. Ja, Wir haben uns. Später ein Bub. Ja, apropos Bub. ja genau. Die Überleitung. Müssen wir uns jetzt High Five? Nein, müssen wir nicht. Okay. Ja. Beste Überleitung. Wir haben wir haben mal Fragen gesammelt. Du ja, glaube ich, hast auch noch mal Sachen auf. Du hast ja auch noch eine Umfrage gemacht bei Instagram, kommen wir gleich noch zu. Aber ich habe für mich Fragen notiert und wir haben auch so immer wieder Sachen mitgenommen zu der Folge. Und weil du gerade Bub sagst, was hat es denn mit dem Bub auf sich? Ja. Oh. Also, woher kommt das? Weiß man das? Also, es ist unheimlich süß. Sag du mal was, du bist eher der Buber. Ich bin der Profi-Buber 2000. Das ist definitiv, ja. Es ist schon süß. Es ist ultra süß. Ja. Ich weiß nicht, woher das kommt, wirklich nicht. Ich mach's Aber einfach. Bub, für die jetzt nicht zugucken, Bub ist einfach, dass man halt auf die Nase oder auf die Hut. zusammenstupst. Ja, oder halt, wenn ich das jetzt mache, quasi kann ich hier laufen mit dem Kabel, ohne was umzuschmeißen, dass Ja. ich jetzt quasi einfach nur Boop auf die Hut oder auf die Nase mache. Und Das die kommt Augen tatsächlich auch zudrehst. wirklich aus der echten Welt. Also wirklich, wenn du einen Hund siehst, Drücke dann ich gehst ihm du ja nicht auch auf so die in, Nase. Oh, süß, bup. Achso, ja, okay, ja, aber. Und genauso macht man das bei den Puppies. Aber Okay. da vielleicht für euch, also wir hatten das vorhin schon einmal mit, keine Ahnung, man ist so open-minded, sagt so, umarmen oder eher nicht umarmen auf Abstand. Wie findet ihr das, wenn Menschen einfach auf euch zukommen und euch einfach auf die Hut drauf drücken? Also jetzt mal so aus der Denke heraus, weil nicht, dass wir jetzt gerade mit diesem Thema so irgendwie gerade symbolisieren, dass Puppies das mögen, wenn man einfach ankommt und denen irgendwie im macht. Gesicht rumtätschelt. Würde jetzt persönlich sagen, vielleicht ist es auch die Variante, ein bisschen distanzierter dabei zu bleiben. Ich meine, ja, er fässt mir zwar ins Gesicht, aber wenn ich jemanden umarme, ist das schon sehr intim und jemanden einfach mal kurz so auf die Nase zu tippen, ist weniger intim. Das heißt, man kann eigentlich da an der Reaktion schon fast absehen, ob jemand gerade offen dafür ist, irgendwie vielleicht Vielleicht, in ja, Konversation zu vielleicht treten, durchaus, ja, wie man reagiert. Ich meine, Ja. Pantego hat jetzt nicht so reagiert, als sollte ich jetzt wieder weglaufen gerade. Ja, gut, jetzt aber schon. der ist auch. Bei dem ist Aber auch vorbei. das Das ist ist jetzt anders. auch kein Wachhund, das ist eher ein Süßer. ein Wow. Ja. Wir springen fröhlich durch den Themen jetzt. Das sind irgendwie 8 bis 9 Fragen, die wir da aufgenommen haben. Von daher seht es uns bitte nach. Es hat alles keine Logik. Wie dieser ganze Podcast. Spaß. Logik? Wo? Es gibt ja so ein bisschen aus der normalen Welt auch das Herrchen oder dann vielleicht auch den Owner jetzt eher in der Puppy-Welt. Wie kann man, ist das ein klarer Wortschatz, also Herrchen auch? Oder ist es eher aus der wirklichen Hundewelt in Anführungszeichen und in der Puppy-Welt ist es der Owner oder der Händler? Viel Alpha und Omega, Beta schon Ja, gehört. also es gibt da wirklich so viele Formen. Im Endeffekt muss das jedes Team, also wenn das mal mehrere Leute sind, so Rudel, sag ich mal, oder jedes Pärchen oder jedes Menschen, die zusammen diese Sachen tun, da gibt es ja auch viele Definitionen von, müssen im Endeffekt selber entscheiden, wie sie das nennen. Es gibt zum Beispiel einen Händler, muss nicht gleich das gleiche sein wie ein Owner oder wie ein Herrchen. So, das definiert jeder für sich selber. Was sind die Regeln daran? Für viele ist es zum Beispiel wichtig, von seinem Owner die Kette abgeschlossen zu kriegen, beziehungsweise oder das Halsband angelegt zu kriegen, aber auch wieder abgenommen zu kriegen. Das legt man nicht selber an oder zieht man nicht selber ab, sondern das macht der Händler, Owner, wie auch immer. Andere sehen das wieder anders. Das heißt, das ist wie in der Fetischwelt sonst auch immer. Jeder definiert das für sich selbst. Ja. Ja, gerade diese Sachen, das hatten wir auch schon mal in einer Folge, wo es dann um Dom, Sub und Top und Bottom ging. Also ich würde es ein bisschen so auch in die Kategorie packen. Jeder definiert ja auch die Begrifflichkeiten für sich verschieden so und trotzdem geben die schon mal eine Richtung vor, was ungefähr das Gefüge ist von der Beziehung dazwischen. Genau, also wer natürlich
dabei der Devote ist und der Dominante ist, gibt das schon her. Ja? Richtig, also, ja, genau. Der Owner wird nicht der Devote sein, das ist klar. Das ist klar. Aber was bedeutet denn Owner dann? Also viele, ich auch nicht, können es nicht genau fassen. Besitzer ist ja, du kannst ja keinen Menschen oder keinen Puppy besitzen. Was bedeutet das dann in der Welt, der Owner Also zu für sein? viele ist das einfach das ist mein Hund, Pfoten weg. Einfach kurz gesagt. Ja, okay. Genau, wenn macht's jemand sagt, greifbarer. er legt dem dann beispielsweise eine Kette an oder ein Halsband, wo der Tag dran ist, owned by so und so, dann ist das einfach ein Zeichen für irgendjemand anders, der da ankommt, hey, der gehört mir, Pfoten weg. Außer es wird explizit erlaubt quasi. Genau, dann. Ja. oder halt, genau, es werden Regeln dafür vereinbart. Okay. Sieht man relativ häufig tatsächlich auch. Ja. Einfach die Tags oder halt Name-Tags um den Hals oder dann halt in Kombi mit Ketten, wo es eingraviert ist irgendwie. Ja. Oder mit den Schlössern dann. Oder weil das halt auch für viele was ist, was sie erfüllt oder auch in gewisser Weise auch stolz macht. Wenn sie sagen, hey, ich gehöre dem, dann ist das ein tolles Gefühl für mich. So einfach zu sagen, ich bin der devote Part von diesem Menschen. Ja. Ist ja für manche auch, also kann ich auch absolut nachvollziehen, ein sehr schönes Gefühl, zu sagen, guck mal, ich bin stolz drauf, dass ich dem gehöre. Ja. Das geht aber nicht 1:1 dann auch mit einer menschlichen Beziehung einher, sondern es gibt ja dann wiederum von den Romantikbeziehungen, nenne ich sie jetzt mal, in der normalen Welt dann abweichend eben diese Puppy-Owner-Händler-Geschichten. Das muss ja nicht unbedingt 1:1 im normalen Leben dann so gehen. Also es gibt ja quasi diese Ownership-Beziehung gibt es ja eher auch dann nur in der Puppy-Welt auch mal und sonst im normalen Leben ist man nur befreundet oder auf Augenhöhe. Ja, also manche grenzen das auch wirklich durch gewisse Situationen ab. Ich kann jetzt natürlich aus eigener Erfahrung reden, aber wenn ich bei meinem Partner ankomme und ich krieg die Kette umgelegt mit einem Schloss dran, ab dem Moment zählt so, jetzt ist der Moment, wo ich der devote Part bin oder beziehungsweise wo das Machtgefüge einfach klar geregelt ist. Und wenn man sich normal sonst bewegt, ist es einfach was anderes. So, das ist ein bisschen die Abgrenzung davon. Okay. Aber worauf ich hinaus wollte, man muss nicht zwangsläufig zusammen sein, damit man geowned wird als Puppy, also sondern da sind wir natürlich wieder in dem Thema offene Beziehung. Ja. Also da gibt es ja wirklich jedes Konstrukt. Nur weil ich in einer Beziehung mit dem einen bin, in einer offenen Beziehung, kann ich auch einen anderen Owner haben oder so. Dann Das wird ist für kompliziert. manche natürlich auch oft schwer vorstellbar, aber Ja. in dieser Welt geht alles. Ich wollte gerade sagen, wieder keine Schublade passt, ne? Nee, absolut Ist nicht. so. Weitere Fragen, die wir bekommen haben, warum kuscheln Puppies so gerne? Das ist für Pantego. Ja, ich würde gerade sagen, das kann Pantego gut beantworten. Es ist einfach toll. Ich bin generell auch ein Kuschelfreund. Also, Kuschelst du ohne Hut auch dann gerne? Ja. Oder bist du da Doch, ja. Okay. diese Augen auch dabei. es glänzt so. Ja. Okay, also es verstärkt dann vielleicht eher Ja. was man da auch sonst schon mag oder eher Ja, sonst wahrscheinlich, ja. vielleicht auch Berührungsängste hat, dass man mit jemandem halt kuschelt, weil dazu gehört ja trotzdem relativ viel, finde ich, dass ich zumindest mache das nicht mit jedem. Ja. Ja. Ich glaube, mit der Hood ist es dann trotzdem noch mal ein bisschen einfacher, wahrscheinlich einen Einstieg zu finden, weil man sich ja doch Die irgendwie Hemmschwelle näher fällt kommt. Die tatsächlich. Hemmschwelle, so ein danke, das Wort habe ich bisschen, gesucht, ja, so genau. Vollidiot. Aber du hast dich super drumherum geredet. Eine weitere Frage, die kam, die wir bis jetzt explizit noch nicht angesprochen haben, aber ich glaube, dass es in dieser Runde relativ eindeutig ist. Hat das was mit echten Tieren zu tun? Das werde ich so oft von normalen Leuten auf der Straße gefragt, wenn ich so rumlaufe. Nein, wir haben nicht mit Tieren Sex oder vergewaltigen die irgendwie. Ja. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also nein. Die Frage Einfach kam, nein. aber habt ihr eine Affinität zu Hunden tatsächlich? Also jetzt mal rein. Ich bin gar kein Hundefreund. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich kann die nicht anfassen. Ich habe so Angst vor Hunden. Ich habe wirklich auch Angst vor So ein Hunden. Ne? Katzenmensch? Echt? Nee, auch nicht. Ich wollte gerade sagen, Was magst du denn dann? Ich mag keine Tiere. Mauern. So eine Spinne vielleicht. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe aber auch Angst vor Hunden, ne? verwirrt. Also vor echten Hunden. Ne? Ja, nee. Und ich bin Katzenmensch. Aber Puppies finde ich süß. Ja, same. Das ist wild. Okay, das ist völlig verrückt. Witzig. Machen Sie hier psychologische Abgründe auf. Ja, jetzt passt diese Schublade, die ich mir jetzt schon gebaut habe, passt es jetzt noch weniger rein. Nächstes Mal vielleicht noch einen Psychologen hier mit einladen Ja. oder so, Hatten der das Sie Ganze wirklich vielleicht schon welche tiefgründiger angekündigt beleuchten mal? kann. Ja. Spannend. Die muss ich bringen. Der nächste Punkt. Eine ganz wichtige Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen wow und rough? Wow ist mein Iconic-Begriff. So. Nein, den habe ich, glaube ich, Hat sie auch gut von hören. irgendeinem anderen Papi aus München gehört. Der Okay. hat die ganze Zeit wow, wow, wow gemacht. Und das fand ich so funny. Ich musste das übernehmen. Aber das kann man ja, also das, ohne es böse zu meinen, aber wow kann man weniger ernst nehmen. Das ist eher wieder das Lustige dann halt Ja. von dir als rough war, dass er Das eher kann man im eh Lehrbuch ernst ist, sag ich mal.
Ja, also ich finde, ich wüsste jetzt auch die Antwort nicht perfekt darauf, weil jeder hat einfach seinen Lieblingsbegriff oder seinen Laut, den er abgibt. Manche sagen, nee, das klingt komisch, das klingt cringe. Arf gibt's ja auch noch, stimmt. Ja, was ist es bei dir? Wenn, dann würde ich eher für rough gehen. Okay. Auch. Ja. Spannend. Total Ich kann mir da zum Beispiel das noch gar nicht irgendwie vorstellen, das über meinen Mund zu kriegen. Ich könnte mir das bei dir irgendwie auch nicht vorstellen. Ja, ich bin da ganz ehrlich. Weiß aber nicht. was sonst weiß. Wuff, wuff. Das ist auch eine Option. Also es gibt da so viele Varianten. Weder noch. Wow, wow, wow. Das war Der jetzt die schwule Hund. Variante. Der schwule Hund. Das ist der Schwule. Ja. Eine Frage, die ich auch sehr interessant finde, gibt es beim Pubplay verschiedene Altersstufen, ähnlich wie bei ABDL zum Beispiel? Also wie Welpen und ausgewachsene Hunde? Gute Frage. Bin ich dann jetzt schon der ausgewachsene Hund? Wir hatten dich ja schon als Du bist ja Rentner. der quasi, naja, Der kurz vorm Ende quasi. Aber also ich sag mal vielleicht dazu, ich sehe auch regelmäßig auf Instagram, dass Puppies in ihren Profilen auch immer ihr Geburtsdatum ihr als Puppy Hundealter. drin haben, also das Hundealter. Wann sind sie als Puppy auf die Welt gekommen? Ist das etwas, was sich da dann auch überträgt? Ich glaube, das ist einfach nur eine Zelebrierung, wie lange man schon Genau. dabei ist. Das ist einfach nur der Geburtstag, den man feiert, aber nicht, dass man jetzt im Kopf älter wird. Ich glaube, wenn man dieses Pubplay betreibt, also für mich ist es jedenfalls so, dann werde ich nie älter. Auch wie im echten Leben. Ich werde nie älter. Im Kopf bin ich immer noch 18 oder jünger. Bei ABDL war es so, dass wir da gelernt haben mit dem lieben Windelprinz, dass man sich da ja quasi ein Spielalter aussucht. Da wird man auch nicht älter, wie sonst ja Kinder werden, aber da ist es wirklich so, dass die sich ja auch ein Spielalter aussuchen. Aber bei euch ist es dann wirklich eher so, man sucht sich ja kein Alter aus in dem Sinne, sondern man hat den Papi-Geburtstag, im Sinne von man zelebriert es, aber man ist halt, es gibt keine Welpen, die jetzt dann anders sich verhalten als jetzt irgendwie ein Würde ich jetzt nicht sagen. Okay, habe ich nämlich auch noch nicht wahrgenommen, aber die Frage kam mir zufälligerweise irgendwie in Vorbereitung. Ja. Spannend. Genau, ansonsten Puppy-Farben, Hanky-Codes hatten wir schon vorhin angerissen, ja. genau. Was hat es mit dem Geburtstag auf sich? Hatten wir gerade schon, aber was hat es mit der Taufe auf sich? Marlon wurde getauft, habe ich mir niedergeschrieben. Tatsächlich ja, vor 2-3 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, auf dem Doggy Weekend in Erfurt. Aha. Stimmt, das ist auch noch ein Event, was wir vielleicht vorher vergessen haben. Auch ein wirklich tolles Event, geht ein ganzes Wochenende immer über Pfingsten. Cool. Ist ja bald. Ich weiß nicht mehr, wie der Verein in Erfurt heißt. Ah. Findet man heraus. Aber genau, die richten das einfach auch aus. Ist ein Lederclub meines Wissens nach. In deren Vereinsheim, was die da haben. Und ist wirklich toll. Ist super viel organisiert, rein um das Thema Puppies. Also es sind irgendwelche, ja, so kleinen, wie sagen wir, Games, wo die typisch Puppy-themed sind. Und mit Party am Abend etc. Und auch Teil dessen ist eine Taufe. Da kommen dann die Schwestern der perpetuellen Indigluenz oder Sind das nicht die von München und Berlin ist das, ne? In München sind die auch. Die sind, glaube ich, okay, überall, Die oder? sind Genau. auch mal bei der Vollsumme und sind Ja, mit die dabei. kommen mir bekannt Ja. vor. Und das sind die sich den Puppies mal angenommen haben und gesagt haben, so, wir taufen euch dann. Das ist einfach so ein Prozedere, beziehungsweise einfach so ein, wir nehmen dich jetzt in diese Community auf. So, du bist auch vorher schon ein Teil der Community, aber jetzt nehmen wir dich einfach herzlich auf. Das ist jetzt trägst du diesen Namen mit Stolz. Du musst dann auch wie so einen kleinen, nicht Eid ablegen, aber du musst was nachsprechen und dann sagen so, jetzt bin ich stolzer Papi. Man kennt es Und bei der das gibt Taufe in der einfach- Kirche, man muss nur Eid nachsprechen als Baby. Ja, Aber ein schönes Ritual, also total es ist einfach schön. so ein, Ja. wir nehmen dich jetzt hier auf und dass du einfach stolz auf das bist, was du jetzt hier tust. Das Wie- ist wirklich ein schönes Prozedere. Aber also wird das dann auch noch mit irgendwas begossen? Keine Ahnung, wenn es eine Taufe, da redet man dann meistens irgendwie von ich glaube, Wasser. ja, man trinkt dann noch zum Schluss aus einem Napf. So war es jedenfalls bei mir. Bei Funny. uns in München hat, glaube ich, dann der Owner dem Getauften sein Halsband mit Tag umgetan. Okay. Genau, das ist natürlich auch noch Prozedere. Man hatte mal einen Taufpaten, der noch mit dabei ist. Taufpartner. Und der gibt einem dann den Tag und wird einem dann verliehen. Krass. Schöne Sache. Irgendwie voll Also es süß. klingt total Das ist toll. einfach ein schönes Ritual, Ja. was dieses ganze Pubplay und auch vielleicht so eine Ownership ein bisschen, die damit eingebaut werden. Besonderer Ja. macht einfach. Aber das macht nicht jeder Papi. Also Taufen haben Muss ganz nicht. selten. Also das kann man es einfach muss, machen, also wenn man muss das nicht weiß. sowieso nicht, aber ich habe das auch noch nicht so oft gesehen, weil die meisten schreiben es dann trotzdem ins Profil oben rein. Ja. Die meisten haben nur in Anführungszeichen ihren Geburtstag, wenn überhaupt, dass sie den da reinschreiben. Aber meistens wird das auf irgendwelchen Events, also auf den Puppy Games in Berlin habe ich das jetzt gesehen. Die sind mal auch bei Easter rum, ne? Genau, die Puppy Easter Games. gibt es die auch. Zur Folsom in Easter sind die in der Regel. Auf
Doggy Weekend Erfurt, bei dir war es ja auch zu irgendeinem Event. Ja, in München Puppy Weekend auch in München. Genau, und ich glaube, da gibt es bestimmt noch mehr, wo die auch aufkreuzen und das machen und organisieren. Coole Sache. Ist ein Names-Tag am Halsband Pflicht? Ich wollte gerade sagen. Nein. Ich habe es ein bisschen Ich wollte einfacher sagen, gelöst. Ich habe den Namen einfach aufs Halsband gemacht, Ja. aber ist keine Pflicht. Also Aber es haben sehr viele, ne? Weil du fairerweise, wenn auf mich ein Papi zugelaufen kommt, ich tue mich wahnsinnig schwer, den zu erkennen, außer es ist wirklich jemand mit ganz uniken Farben oder man erkennt die Augen, was bei manchen Menschen auch geht. Ich erkenne schon Menschen am Gesicht nicht. Tue mich manchmal leicht, wenn da halt ein Tag dann am Hals hängt und ich dann damit vielleicht den Zusammenhang herkriege, wer das jetzt gerade sein könnte mit Maske. Ja, und ich liebe das Chaos, deswegen habe ich keinen Tag, um die Leute zu verwirren. Dich erkennt man auch Ich wollte so. sagen, dich erkenne ich auch. 500 Meter gegen den Ich Wind. setze mir eine andere Farbe auf. So. Dann wäre ich sofort aufgeschmissen, wirklich. Perfekt. Da bin ich leider sehr stumpf gestrickt. Ich erkenne Menschen immer einfach nicht. es macht es auch wesentlich einfacher für uns alle. Wenn ich oftmals auch auf Events kommt ein Papi zu mir und ich bin so, wer bist du jetzt nochmal? So, den man vielleicht 2-3 Mal gesehen hat und dann hast du einen Tag und weißt direkt so, der ist es. Es erleichtert das Leben auch um einiges. Aber auch Das glaube ich. zu zeigen, das bin ich. Weil oft steht auf der Rückseite des Tags dann zum Beispiel owned by. Ja, Das habe ich auch ist schon auch oft so ein gesehen. kleiner Hinweis. Ja, cool. Du hast auf Instagram noch eine Recherche gemacht und hast ja aufgerufen, dass Menschen sich bei dir melden sollen, was sie mit Papi verbinden. Ne? Kam da was Spannendes bei rum? Ja, das ist eigentlich das, was wir heute schon erzählt haben. Manche finden das Headspace einfach gut. Das hat ihnen geholfen mit irgendwelchen persönlichen, Schwierigkeiten im persönlichen Leben. Und dann haben sie halt durch die Puppyhood, kann man Selbsttherapie sagen? Ich weiß es nicht, ja. Das hat ihnen auf jeden Fall im Leben geholfen. Viele haben es nur als sexuell gesehen. Manche haben geschrieben, dass sie das wirklich mit Napf und auf allen Vieren laufen, dann zu Hause machen. Also kam wirklich alles rein. Krass, aber alles, was wir eigentlich schon hatten heute. Ja, richtig. Einmal bunt gemischt. Ja. Krass. Also um das vielleicht auch zusammenfassend zu sagen zu dem ganzen Thema, ist egal, wie du das Pubplay auslebst, ob du das jetzt so auslebst, ob du das non-sexuell, sexuell etc., wenn es dir was Erfüllendes gibt und den eigentlichen Zweck erfüllt, dass du aus dem Alltag rauskommst und mal abschalten kannst, okay, dann hast du es geschafft. So, das muss nur deinen Zweck erfüllen, Ja. egal auf welche Weise. Ich mache künftig Urlaub in der Pupphood. Auch schön. Und das könnte auch ein schöner Folgentitel sein. Urlaub in der Pupphood. Ja. Vielleicht auf der Kreuzfahrt. So nämlich. Ja. Haben wir da auch mal wieder. Genau, kann man Die auch immer noch erwähnt. buchen übrigens. Ne? Ja. Kann man immer mal reinstreuen. Also schaut da mal rein. Ist ja noch ein bisschen hin. Boah, das war schon wieder Bildungsfernsehen, ne? Definitiv. Also, ich bin begeistert. Wieder viel mitgenommen. Ja, ich habe auch was gelernt. Ich kannte Ja. ja auch noch nicht so viel von der Welt. Aber Da jetzt, könnte ich jetzt fast zum Abschied meine Hood noch aufsetzen, genau, oder? ich überlege schon die ganze Zeit und also ja. Ja, okay. Und vielleicht, wenn die Kamera aus ist, Ja, wir vielleicht wollen will das ich die sehen. auch einmal aufsetzen übrigens. Jetzt war schon jetzt hier gleich mal. Du musst uns jetzt hier, das kannst du Ach ja so. ganz gut wegquatschen hier Ja, vor allem. also für alle, die jetzt nicht im Video dabei sind, Markus hat jetzt seine Hood dabei, die haben wir mit einem Handtuch ausgestopft, weil sonst fällt die so in sich zusammen, das hätte nicht schön ausgesehen. Auch da wieder unser Mitarbeiter des Monats einen großen Applaus, danke. Und Markus hat jetzt, oh Gott, jetzt das fühle ich ist mich so hier süß. wirklich völlig Auch underdressed. wie deine Haare da so rausstehen. Ja, die Haare musst du vielleicht noch ein Nein, bisschen Ich finde das so toll. Ich finde das Oh so Gott, süß. das Ich ist finde schon das so wie eine süß, wie das Monsteraugenbraue. Ich finde das so süß. Also bei Markus wachsen gerade die Haare durch die Augenöffnung Ich durch. finde das so süß. Es ist unmöglich. Ja, jetzt sieht's wirklich süß Es aus. ist wirklich frech. Hallo. Es ist wirklich putzig und du siehst einfach so unfassbar jung auf einmal aus. Da ist noch eine Hood. Wirklich jetzt? Darf ich Oha. Ist das so ein Ding, dass man einfach eine Hood auf... Manche mögen das gar nicht. Ist das Das für dich ist, okay? macht auch jeder, wie er mag. Okay, dann moderiere ich jetzt Alex mal. Dann kriegt mache ich auch mal den noch eine Hood Fernsehmoderator. angezogen. Oh mein Gott, jetzt sitzen Das wir wird mit toll. 4 Hoods hier gleich. Wir sind 400, Es tut mir leid für euch, die uns nur hören. Ihr solltet jetzt vielleicht dann nochmal auf YouTube umschalten. Ne? Oh, ist es das erstes Mal, Alex? Das ist mein allererstes... Das sieht auch süß aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja putzig. Ich hänge meine Haare durch? Nein, ne? Nee. Oh mein Hallo. Gott. Oh, du hast ja blaue Augen. Das fällt dir jetzt erst auf. Ja, das sieht Das man ist ja. aber auch mich ein mal kurz selber Phänomen. angucken. Wenn Leute Pappmasken aufhaben, man sieht immer sofort natürlich zuerst die Augen und man nimmt die ganz anders wahr. Das ist, ja, tatsächlich. Das ist voll wild. Oh mein Gott. Oh. Ist ja schon ein bisschen cute. Sammeln. Ein neuer Papi ist geboren. Oh,
Oh, wirst und gar wollen wir nicht auch noch scharf Selfies hier? gestellt. Wir sind noch in der Okay. Folge, ne? Achso, wir zeichnen ja noch auf. Oh Gott. Okay, Leute, das ist ganz schön... Wir sammeln jetzt, der hat Das ist den, ganz seine schön Augen süß. funkeln gerade. Ja, Wir sammeln ja. jetzt mal Papi-Namen für ihn. Oh, das ist toll. Ja, stimmt. Sie können die Leute in die Kommentare schreiben, was ein guter Pappname Ich glaube, ich habe dafür gerade mit wäre. dem Mikrofon rumgeraschelt die ganze Zeit. Ich habe das an die Hut gehalten. Achso, ja, ich habe halt gar kein Gespür. Wo Da hat ist man denn wirklich mein gar kein Mund eigentlich? Weg. Wie macht ihr das auf Partys mit Getränken? Also ich habe jetzt... Ja, Du hast ja weiterhin die Öffnung, das geht ganz normal. Strohhalm. man Passen hält da das- auch andere das Sachen durch die Strohhalm- Öffnung? Ich habe auch schon mal jemanden Was eingeblasen mit der redest du Hut auf. denn? Nee, man hat geht. ja die ganze Zeit... Also, Nein, man kann die ein bisschen Das- hoch und dann kann man auch jemanden einblasen, das geht. gut, das Falls das die sind Frage ja war. wichtige Das Fakten, die sind ich ja die immer brauche. wichtigsten Fragen heute. Das geht alles. Ja. Das ist ja Gott, der das ist ja schönste schon Abschluss süß. überhaupt jetzt. Wobei Jetzt sitzen wir hier Pantego alle hat noch im was. Papi-Hut. Ja, und Pantego hat da noch was vorbereitet. Redet mal über Ja, ja. Achso. Wir haben da noch was Wir vorbereitet. müssen jetzt mal die Geschichte auch erzählen, weil sonst kommt es gleich wirklich Ja, wahrscheinlich... erzähl zu doch mal Chaos die und Christi. Geschichte und dann wird's gleich lustig. Naja, ihr habt ja wahrscheinlich schon mal unseren Podcast gehört, für alle Menschen, die schon länger dabei sind. Und da gab es diesen Moment, wo die MOG in Hamburg war. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Da war ich auf dem Schiff dabei und Markus nicht. Und Pantego war da. Und auf einmal kam Pantego zu mir und meinte, hallo, ich soll von Markus liebe Grüße ausrichten. Und Markus hat gesagt, ich soll meine Latexsocken ausziehen und meinen Schweiß... Es hatte 28 Grad an dem Tag. Genau, und du sollst meinen Schweiß trinken. Und so stand ich vor Pantego und dann haben wir das erste Mal auch persönlich kennengelernt, ne? Ja. Und er zieht gerade seine Latexsocke aus. Ja. Das war ein wunderschöner Abend. Du hast mich immer wieder vertröstet auf Ja. ein späteres Datum. Ja, Heute ist es soweit. aber jetzt muss ich auch diese Papi-Hut wieder ausziehen. Ja, ich ne? halt, Das- ich das wird erzähl mal sonst- weiter. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist heute wohl der Tag, wo es wohl soweit ist. Für alle unsere Fans. Ich kann, das ist jetzt wirklich... Das Es wird wird jetzt gleich mal, eine Riesensauerei. Achtung, hier ist jetzt Ich halte wirklich, mal. ich Hier muss ist meine der- Maus nehmen und alles. Jetzt wird hier getrunken. Für alle, die jetzt nicht im Video sind. Ja. Das ist sich gut spätestens was der Moment zum angesammelt. Zuschalten. Oh ja. Ja, guten Appetit wünsche ich. Das wird- Was für eine Sauerei. Das ist ja auch arschkalt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Er hat jetzt seine Papi-Taufe hinter sich. Wir wollten noch ein Folgenfoto machen. Ich bin jetzt fürs Folgenfoto völlig entstellt. Scheiße. Naja. Ja, gab's eine schöne Dusche. Ich danke dir. Ich Es glaube, war damit- ganz toll. Oh, es war sehr intim, was sie Ist da das gerade hier hattet, glaube wasserfest? ich. Ja, ne? Ah, du schwitzt auch sonst auch so viel, das fällt gar nicht auf. Ja, toll. Ich glaube damit, das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Fast die längste Großartig. Folge ever. Das war mein Fast, Highlight. ja. Highlight des Tages. Frag mich mal. Schön, dass ihr da wunderschön. wart. Das hat sehr Danke. viel Spaß gemacht. Ja, Es vielen war Dank für die Einladung. Sehr War sehr schön. aufschlussreich. Ja. Ja. Und ich hoffe, wir haben damit sehr vielen Menschen, die einen Einstieg Reich suchen mal in das dieser Handtuch Welt. schon mal kurz Ja, rüber. ich gebe dir mal das Handtuch. Ich werfe das Handtuch. So. Ich hoffe, wir haben sehr vielen Menschen einen Einstieg auch in dieser Welt ein bisschen gegeben jetzt, das greifbarer zu machen. Mir hat es auch geholfen. Und ja, Alex putzt hier schon. Ich muss ein bisschen vielleicht- trocken machen. Ich sitze Vielleicht sollten wir uns einfach erstmal verabschieden und dann putzt du. Genau, ganz wichtig. Aber Hamburg Fetisch Weekend habe ich darauf hingewiesen, das ist wirklich, wirklich wichtig. Kommt Machen vorbei wir. in die schönste Stadt der Ich Welt. bleib sogar mal in Hamburg dafür, das will was heißen. Und genau. Und wir sind auch da. Du bist auch da, oder? Ja. Ja, wir sind auch da. Ja, ihr seid Also, auch wenn da. uns jemand Guck mal, sieht, die Menschen vom Podcast sind auch alle da. Ja, also kommt vorbei in die schönste Stadt der Welt und ansonsten Bis demnächst. vielen Dank fürs Einschalten und für den heutigen Tag, falls ihr es heute hört, einen schönen Sonntag noch. Kann man So ja auch mal nämlich. wünschen. Ja, Ne? stimmt. Ja. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Es hat gebellt.